Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du nicht so viel lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal. Ha, das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung? Hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kibis ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig Brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden Was? wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, an Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Freunde der Sonne. Die Frage ist,
Haben wir Bock? Oder besser gesagt, habt ihr Bock? Weil dass ich Bock hab, ist glaube ich klar. Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Der ist ungewohnt. Freitagnachmittag ist sehr ungewohnt. Freunde der Sonne, es ist soweit. Release Day vom Elden Ring DLC. Nach über 2,5 Jahren, nachdem wir das Spiel das letzte Mal angereiht haben, ist endlich soweit. Es ist endlich erschienen. Ich habe heute alle Vorkehrungen noch getroffen in der Früh. Es waren 13 GB, die da installiert werden haben müssen. Habe ich mal wieder, mal einen Riecher gehabt dafür. Und jetzt ist endlich soweit. Ja, also beziehungsweise in 2-3 Minuten, weil ein bisschen Zeit zum Schmatzen nehmen und schauen und zum Like grüßen. Auch noch Cartman und Wifi Habitäre und Mr. Mike Habitäre. Grüß dich gut. So, müssen wir nachlesen. Da ist er ja, Elden Ring away. Okay, der Herr Cartman hat auf alle Fälle Bock. Bin gespannt, wie lange ich da bin. So, jetzt Ringer kann ich weiterschauen. Wenn es schön wird, geht's auf den Spielplatz zum Geburtstag. Da tust du überhaupt nicht ab, da machst du überhaupt keinen Stress. Nicht. Erstens einmal ist dort sowieso gespeichert. So jetzt nicht weiterschauen können und zweitens einmal sollte es schön werden, ist glaube ich gescheiter. Du verbringst deinen Tag draußen, wie erinnert. Bei mir ist heute gewissermaßen eine Ausnahme. Ich darf heute ausnahmsweise in Beijing wieder im Keller hocken. Ja? Das ist heute eine Ausnahmesituation, das darf ich. Aber tust dich nicht runter, wenn du da bist, gefreut es mich und wenn du das nachschaust, gefreut es mich auch. Ja? Aber es wird, ich hab alle Leck, ich kann es gar nicht sagen, wie mich auf das Projekt jetzt gefreut. Kann ich nicht sagen. So. Gerade ist der Mike mit dem Döner gekommen. Ja, Chichi, herzlichen Glückwunsch, Timing on point auf alle Fälle. Lasst es euch schmecken. Döner war jetzt auch geil, aber ich hab später noch Training. Also war der Döner dann auch im Nachgang eher wieder nicht so gut. Aber lasst es nicht schmecken. Ich habe halt tatsächlich noch nicht wirklich, ich habe halt einen Toast gegessen in der Früh. Also einen Toast mit Wurst und Käse, weißt du das eh so. So ein Vollkorntoast, der stopft dabei. Und dann pfeifen wir später nach dem Training noch irgendwas ein, ich weiß nicht, so 8 Schnitzelsemmel oder irgendwie sowas. Aber ich habe mir vorsorglich schon mal was zum Trinken hergerichtet, denn, Freunde der Sonne, der Stream geht heute ausnahmsweise auch ein kleines bisschen länger. Wir haben heute live bis 6 Uhr auf die Nacht, ja? Bis ich im Endeffekt nahtlos ins Training fahre. Ne? Wir kosten mir heute alles Mögliche an Zeit aus, was ich habe. Wir werden morgen alles Mögliche an Zeit auskosten, was ich habe. Wir fangen morgen um 9 in der Früh an, da wird es etwa 4 Stunden dauern. Eventuell sogar 5, je nachdem. Weil morgen hat der Schwiegerpap Geburtstag, da haben wir ab Nachmittag beim Kaffee, muss ich dann noch anklären, wann wir genau jetzt Abfahrt haben. Also wir nehmen heute alles mit, wir nehmen morgen alles mit. Sonntag ist leider nichts, weil Sonntag muss ich Tennis spielen und danach habe ich safe keinen Bock mehr. Glaube ich. Und wahrscheinlich geht es am Montag weiter. Aber das ist dann Zukunftsbasis. Ne? Heute kümmert man uns um das Hier und Jetzt. Ne? Und Hier und Jetzt heißt, das Elden Ring DLC ist gedroppt. Ich hab vorher ganz kurz ins Spiel gelunzt, ob alles in Ordnung ist. Es schaut soweit aus, als wäre alles in Ordnung. Normalerweise müsste man Zugang haben zum DLC. Ich habe aber sonst weiter nichts erkundet. Ich habe nur gestern oder vorgestern meinen Charakter quasi wieder erweckt. Oder beziehungsweise den Spielstand wieder erweckt, weil der ist eingestaubt natürlich nach 2 Jahren. Und habe geschaut, wo sie alles an Equip habe. Wie wir aufgestellt haben, da sage ich jetzt dann gleich noch irgendwas dazu, für die Leute, die damals nicht dabei waren und die vielleicht Interesse hätten, das zum sehen, wie es damals in Elden Ring so abgelaufen ist, schaust auf meinen YouTube-Kanal, da ist die komplette Reise, nahezu die fast komplette Reise online, ne? Dabats 1 Bluards, Dabats 1 zauberhaft. Das ist wahrlich blutzauberhaft. Mike, merci dir für dein Visa beim 30. Monat. Holy fucking shit. Ja, du hast da einen Dreier davor hingeschrieben. Ja, ich hab mir sagen lassen, man ist so jung wie je nachdem, wie hoch die wie hoch die Sub-Monate haben. Also dann bist du 30 Jahre jung geblieben. Das ist doch zauberhaft. Oder im 29. Monat fortlaufend. Heilige Scheiße, Mike, vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen und hoffentlich weiterhin viel Spaß bei uns. Danke dir, Alter. Wie viele Stunden sind angesagt für das DLC? 40 Stunden. 40 Stunden fürs DLC, das schaffen mache ich nicht einmal im Main Game. Ne? Es gibt Spielehersteller, die bringen Spiele aus, die kriegen 40 Stunden nicht mal zusammen und dann ist es noch scheiße.
Ne? DLC und Elden Ring bzw. From Software geht halt einfach her und sagt, du, pass auf, wir bringen da DLC, das ist quasi ein Main Game. So. Ist natürlich immer so Auslegungssache, wie viel schaut man sich um, wie wenig schaut man sich um, wie rusht man, wie stark rusht man nicht. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wir werden gar nicht rushen. Zumindest habe ich es nicht vor. Ne? Also wir werden uns da ganz in Ruhe Zeit lassen, wir werden alles, wenn möglich, erkunden. Ich werde Social Media meiden. Ich werde vor allem auf Twitch die Elden Ring-Kategorie blocken, vorerst, ne? Damit mir da ja nichts an Clips oder sonst irgendwas angezeigt wird, was mich spoilern könnte. Und da auch gleich der Hinweis, ich sag's immer, einmal mindestens vorsichtshalber, normal feiert eh nix, aber bitte, wenn ihr heute oder morgen oder die Tage einfach irgendwas aufschnappt auf Social Media, bitte sagt's mir nichts davon. Okay? Ich möchte Elden Ring für mich selbst genießen, ich möchte kein Backseat Gaming nicht haben, ich möchte keine Spoiler nicht haben. Wenn ich irgendwas wissen möchte oder ich irgendwo nicht klarkomme, dann rühre mich. Aber bitte seid so gut. Elden Ring, da bin ich sehr, sehr penibel, beziehungsweise bei From Software Spielen generell, da bin ich sehr, sehr allergisch dagegen. Normalerweise bin ich da sehr kulant, was das angeht. Aber bei Souls-Titel, Brudi, bitte tun Sie das nicht. Da kann es eventuell sein, dass ich zentig werde. Okay? Aber ich glaube, das ist verständlich. 40 Jahre krass, da kriegst du was fürs Geld. Ja, das DLC kostet, glaube ich, also auf MMOGA, muss ich ein bisschen Schleichwerbung für mich selber machen. Wenn ihr einen Bock auf Elden Ring und aufs DLC habt, kauft es über meinen MMOGA-Link. Da kriegt ihr ein bisschen einen Nachlass und ich kriege ein bisschen eine Provision dafür. Also, wer Elden Ring spielen möchte, das ist enker Chance dafür. Ne? Das hört sich gut an, alles anschauen ist obei das Beste. Also aus deiner Sicht meinst du jetzt, ja, das kommt durchaus möglich sein. Und der King of Barbecue ist auch schon da, der hat auch schon richtig Bock. Ja, dann, Freunde, dann da die Vorschlag, dann der wir eh nicht mehr lang miteinander, oder? Haben wir, glaube ich, gut, jetzt haben wir 4 Minuten vor 2, jetzt haben wir ein bisschen in der Overtime, ne? Jetzt haben wir noch ein bisschen in der Overtime, aber ich glaube, heute glaube ich, ist generell anders. Heute ist nicht so wie sonst. Heute ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas liegt heute in der Luft. Es liegt halt irgendwas in der Luft und wir werden herausfinden, was. Hab ich ganz schwer im Gefühl. Im Urin, meine ich. Natürlich hoffe ich, dass es soweit alle gut geht. Ich hoffe, ihr seid zauberhaft ins Wochenende gestartet. Ich habe heute und morgen tatsächlich noch Urlaub. Und einen Gutzufuß hätte ich jetzt bald überlesen. Der Gutzufuß hat nämlich ein Simmer Streamstreak. Vielen lieben Dank an der Stelle, GZ, für deine 450 Kanalpunkte. Ja, schön, dass du da bist. Was ist Elden Ring und wo bin ich? Ja, das wirst du jetzt gleich herausfinden. Vermute ich fast, dass du das jetzt gleich herausfinden wirst. Ich habe jetzt meine Kameraposition ganz nach unten links verschoben. Ich glaube, da habe ich es auch damals gehabt, wie ich das Main Game gespielt habe. Tatsächlich. Deswegen glaube ich, wird es ihm schon irgendwie passen. Warum schaltest du jetzt um, du dumme Sau? Das habe ich nicht gesagt. Dummes mehr. So. Sound habe ich eingeschaltet. Sollte normalerweise passen. Muss heute noch was essen gehen und morgen in der Früh geht's noch Antalya in Urlaub. Oh, dann wünsche ich schon mal eine gute Reise und einen sehr erholsamen Urlaub. Antalya bin ich auch schon gewesen. Sehr schön. Schön. Genießt auf alle Fälle einen Aufenthalt. Dann, aber ne, jetzt dabei kannst du da krassen Elden Ring Fail genießen. So. Das bist du jetzt. Den müssen wir mitnehmen. Da lauft man, du sag ich dir ganz ehrlich, da lauft man Tantenhaut. Ich glaube, dass wir losstarten können. Ich bin morgen in der Früh im Zug nach Wien. Ja, du machst ja auch ein paar Tage Urlaub, hast du ja gesagt gehabt, ne? Erst irgendwie im Schnee und dann irgendwie in einer Schnapsbrennerei oder irgendwie sowas. Ich wünsche dir natürlich auch einen angenehmen und erholsamen Urlaub. So. Dann schauen wir mal, was das DLC zu bieten hat. Freunde der Sonne. Das ist er. Damals mit diesem Charakter haben wir das Spiel durchgespielt. Doppelkatana Blutungsbild. Es ist unverändert, ich habe an dem Charakter nichts getan. Wir haben damals recht gut damit klargekommen. Schauen wir mal, wie es mit dem DLC dann läuft. Wir werden mit Sicherheit neue Waffen etc. pp. finden.
Inwiefern wir die dann hernehmen, das müssen wir dann schauen. Im Endeffekt haben das die zwei Waffen auf der Mainhand. Das ist Blutige Ströme und Malenias Hand. Das ist die Waffen von der Malenia sozusagen. Die OGs unter uns, die wissen, wer Malenia ist. Malenia ist, ja, das ist eine gute Alte. Dann haben wir das blutige Nagakiba. Das ist auf der Offhand sozusagen. Also ich kann zwischen die Waffen hin und her switchen, wenn man so will. Genau, also wir spielen mal quasi Decks Blutungsbild. Also wie damals eben auch. Zumindest wäre das jetzt mal der Plan. Wir haben diese Rüstung. Die habe ich mal so ein bisschen zusammengeschustert gehabt damals, damit wir einfach noch eine schnelle Rolle haben können. Ich habe stärkere Rüstung, die wo mehr Tankiness bietet. Solange wir klarkommen, lassen wir dieses Set, weil wisst ihr, Fashion over Stats, das ist ganz wichtig. Dann haben wir Talismänner ausgerüstet, da haben wir einmal das Tuch der Götterskalpe. Wenn ich aufeinanderfolgende Angriffe mache, was du ja mit einem Doppel-Katana-Bild machst, regenerierst du Lebenspunkte, das ist gut für uns. Dann haben wir einen Drachen, Großschild-Talisman, der erhöht unser Tankiness gegen körperlichen Schaden. Enorm, das ist auch gut. Dann haben wir ein Smaragd-Bernstein-Medaillon, erhöht meine Ausdauer. Und die geflügelte Schwertinsignie ist einer der besten Talismänner, den man sehr, sehr früh im Spiel schon finden kann. Der erhöht die Kraft von aufeinanderfolgenden Angriffen. Auch das bietet sich natürlich wieder an, wenn man Doppelkatana spielt, weil du 5 Hits nacheinander reinkriegst. Dann die am stärksten kaputte Geisterasche, die es in diesem Spiel gibt, die Mimik. Ne? Auch die ist auf plus 10, also auf Max. Und das ist halt mein Gesöff, damit ich mich halt immer wieder heilen kann. Die Schwerter beide haben auch alle auf Max-Stufe. Und so schaut es aktuell aus, Freunde der Sonne. Ich habe auf der rechten Seite im Schnellinventar noch Runenbogen, da wo ich meine Rune aktivieren kann, da kriege ich noch mehr Stats. Ich habe meine Heilflasche, ich weiß nicht, heilende Tränenflasche, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und halt 2 Heiltränke, um mein Mana aufzufüllen, weil das muss ich machen, wenn ich quasi meine Blutungsfähigkeit einsetze. Die braucht ein bisschen Mana, dann kann ich das auch wieder regenerieren, wenn es war. Und Def habe ich dere. Mal rein, viel Spaß. Ich kann erst heute Abend. Danke für den Lurk und ich wünsche dir schon mal vorzeitig viel Spaß beim DLC. Ich hab so Bock, ich kann es dir gar nicht sagen. War nicht in den Brenner rein, weil es mich der Allergie zusammengehauen hat und es einfach zu warm war. Ist erst am Fernpass hatte. Oh, leck mich am Arsch. Ja, okay, gut, dann schon mal sorry dafür. Aber es kämen ja noch ein paar Tage, wo du dann hoffentlich unbeschwert genießen kannst. So, Freunde, wir sind in dem Gebiet Mausoleum des Blutfürsten. Ich zeige euch jetzt kurz die Map, damit ihr mal seht, wie groß Elden Ring eigentlich ist. Für die das heute zum ersten Mal vielleicht sehen. Das hier, vor allem für Yassi dann später mal, also keine Sorge, du wirst jetzt da explizit eigentlich nicht gespoilert. Du sagst halt nur, wie groß die Map ist. Das alles hier, von daher hinter, da rumdum, da oben, da her, da oben, das alles hier. Inklusive der Untergrund ist Main Game. Könnt ihr euch schon mal die Ausmaße dieses Spiels vorstellen. Und jetzt gehen wir nicht nochmal 40 Stunden DLC drauf. So. Und ich hab mir sagen lassen, wir müssen in dieses Gebiet. Und da herum ist der Zugang zum DLC. Und genau das werden wir jetzt herausfinden, Freunde der Sonne. Da gehen wir aber jetzt einfach des Feelingswesen einfach zu Fuß dahin. Ist natürlich jetzt halt ein bisschen bitter für diejenigen, die damals oder halt aktuell diesen Boss noch nicht gelegt haben. Da kommt nämlich ein Boss da oben eigentlich. Und den musst du legen, sonst kommst du gar nicht ins DLC. Wir haben das natürlich vor 2,5 Jahren schon getan. Mock der Blutfürst. Und sei Habitäre, grüß dich gut. Und an diesem Kokon da hinten ist wohl der Zugang zum DLC. Schaut halt nach wie vor baumbrechend aus, ne? Elden Ring. Da ist der Bosskampf für irgendwen. Der eine oder andere mag sich da wohl noch daran erinnern. Und jetzt haben wir da. Da steht der NPC, das heißt, das DLC scheint wohl zugänglich zu sein.
Wenn der Ton nicht passt, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber ich hab da so eingepegelt wie damals, das hat eigentlich funktioniert. Ne? Also wenn es zu laut oder zu leise wird, dann sagt mir's bitte schön. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Come now, touch the withered arm, and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Und sei Messe wieder als Simmer-Streamstreak. Vielen lieben Dank. Hier könnten sie geschubst werden. Ja, unter Umständen. So. Das ist Mikulas Arm. Und wenn wir den verkümmerten Arm berühren. Und wenn wir den berühren, können wir quasi ins DLC. Dann darf ich vorschlagen. Ins Reich der Schatten begeben. Ja, werden uns nichts anderes überbleiben. Schauen wir mal rein in die ganze Geschichte, was der Phase ist. Aha. Sie ist schon so stark, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Boah, leck, bist du bescheuert. Da soll noch mal einer sagen, From Software kann keine hübschen Spiele machen. Grabfeldebene. Der Baum wirft mir einen gescheiten Schatten. Ja, das ist irgendein Schleier. Schaut aus, wie wenn da so Seidentücher obergespannt werden. Okay, da scheint es erstmal Segen des Schattenreichs. Segen des Skadu-Baums, Stufe 0. Segen der verehrten Geisterasche, Stufe 0. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich DLC-only. Da ist was erwähnt worden, dass wohl im DLC Buffs gibt, die wo aber im Main-Game dann wieder gelöscht, also quasi nicht vorhanden haben, sozusagen. Gleich schon ein Speicherpunkt. Das muss in Elden Ring gar nichts bedeuten, weil in Elden Ring hast du quasi gefühlt an jeder Ecke irgendeinen Ort der Gnade. Also das ist nicht ausschlaggebend tatsächlich. Das war jetzt halt bei anderen Souls-Likes vielleicht ein Maßstab, da wo man sagt, oh, da kann es gefährlich werden, aber in Elden Ring kannst du tatsächlich das nicht für voll nehmen. Ja gut, jetzt war halt die Frage, wo müssen wir eigentlich hingehen? Gibt's eine Map? Natürlich. Aha, da gibt's ein Map-Fragment. Das holen wir uns doch gleich einmal. Das ist auf der Seite. Aber da hinten läuft schon irgendeine riesige Feuergestalt umeinander, die hat man im Trailer auch gesehen. Holen wir uns erstmal das Map-Fragment. Oh hey, der erste Gegner. Oh, lecker die Tanky. Okay, wir haben eine Stufe 167 und der Gegner holt tatsächlich einiges aus. Das könnte knackig werden. Es wird garantiert bewacht, oder?
Schlachtfeldebene. LOL. Das ist einfach mal das erste Map-Fragment. Und ich vermute mal, da gibt es weiter, ne? Rechter Schatten. Weil allein die Stimmung und die Atmosphäre schon mit der Muse und dem... Okay, die peitschende Weide hat sein Opfer gefordert, okay, alles klar. Gut, aber die Frage ist natürlich jetzt, wo müssen wir hin? Ich kann mir vorstellen, dass... Okay, das schaut aus, wie wenn das eine Burg war. Da hinten ist noch mehr Map-Fragment, das sparen wir uns aber dabei einmal noch, weil da meine ich, haben jetzt erstmal genug zu erkunden. Alle miteinander glühend, verkohlt, verbrannt und fort. Zur Fackel geführt von Messmer und seinem Pack. Womit haben wir ein solches Schicksal verdient? Wir haben einzig unsere Leben geführt, in Frieden gelebt. Ja, es gibt immer irgendeinen Idioten, der wo Frieden stört, ne? Fahren wir mal da hinten an. Auf dem Hügel da oben springt irgendeine Apps. Da laufen irgendwie so schwarze Zombies rum. Versenkte Ruinen. Radarfrucht. Rotfleischpilz. Aha. Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das der typische From Software Wichsvogel ist, den wo es in jedem Spiel gibt, die wo es einfach nur da sind oder nur dafür da sind, dir gnadenlos so oft gegen das Hirn zum Scheißen, bis du irgendwann komplett wahnsinnig wirst. Jeder vogelartige Gegner in einem From Soft Spiel ist Abfuck. Inklusive Hunde. Leck. Wo ist der Mike? Jetzt kommt der Eismann. Halt die Fresse, Alter. Heute läuft's, ja, nur der Fäser. Oh, hi. Und du so? Aua! 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 Okay, das war der erste Tod. Perfekt. Hat ja nicht lang gedauert. Und viel gesehen haben wir noch nicht. Kann ich da mal... Ah ja, perfekt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, gell? Das kannst du gleich vergessen. Vogel. Hast du chill?
Rainer Habitiere, grüß dich gut. Alles fit bei dir? Schwüle Wetter nervt. Ja, es ist halt ziemlich garstig draußen, was die Schwüle betrifft, da hast du recht. Aber an so einem Tag loben wir mein Keller da herunter, weil da ist wirklich angenehm. Kommt jetzt zu zweit, oder was ist das Enker ernst? Maul, du Kobold. Da hinten schaut aus wie so ein, wie wenn es so einen Dungeon gab. Ist da hinten der Ort der Gnade? Na, mit der ist okay, man, da ist Ort der Gnade. Okay, da ist eine Statue, das heißt, da kann potenziell... Da unten ist wohl ein Boss. Okay, dem Habitiere, grüß dich gut. Unter Umständen ist da ein Boss unten, weil Nebelwand. Westliches namenloses Mausoleum, ja, herzlichen Glückwunsch. Billinger Habitiere, grüß dich gut. Mal schauen, wie lange ich zuschaue, bis Secondhand Rage. Na, da. Also, wenn's den Secondhand Rage Quit auf mich beziehst, den wirst du nicht sehen. Und wenn's das selber speist, ja, bei dir weiß ich es nicht. Ja, das ist halt jetzt das Ding, gell? Wir wissen halt absolut gar nicht, wo wir hin müssen. Aber erst einmal in Ruhe umschauen, damit wir mal überhaupt Anhaltspunkte finden. Ja, das ist halt schon wieder, ne? Da ist ein riesen Feuerriese da vorne. Ich vermute, wenn ich jetzt beim Instinkt folgen müsste, da ich sagen, wir müssen irgendwo da hinten hin, Richtung Burg oder so, aber... Müssen wir rausfinden. Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Mal schauen, ob es da hinten vielleicht noch irgendwo was gibt. Die staggern recht schnell. Der Feuerriese schaut doch eh nicht aus. Ja, total. Der ist Feuer und Flamme für mich scheinbar. Also Schofall, das lassen wir. Okay, da gibt es scheinbar nichts. Okay. Was Materialien? Wo sind da Materialien? Ach da. Weißfleischpilz, okay. Da hinten ist das... Was ist denn das überhaupt? So, wenn man einen killt, aggro und die alle, oder was? Geistertal-Lile lassen die. Fein, okay.
Den nicht mal drauf. Schmiedestein. Okay. Gut, die Vögel, meine, habe ich langsam im Griff. Die weiß ich, auf was die so abzielen. Da hinten haben wir potenziell einen Boss, das wissen wir schon einmal. Dann schauen wir uns einmal da in dem Dörfel um. Das schaut aus wie so ein heiliger Turm. Schwerer gesprungener Topf, okay. Die beten da auf alle Fälle irgendwas oder irgendwen an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da irgendwie in die richtige Richtung kommen. Jupp. Schwarze Feuerfalter, okay. Handbuch des großen Herrschers. Okay. Weil ich gerade merke, es ruckelt, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, jetzt schaut's besser aus. Ja, toll. Au! Da hinten schaut es aus, wie wenn es da eingegangen hat. Segen der verehrten Geisterasche. Verehrte Geisterasche findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiert diese Asche an Orten der Gnade, um euren Segen der verehrten Geisterasche zu verstärken. Der Segen der verehrten Geisterasche erhöht die Mächte beschworener Geister und die Fähigkeiten des Spektralrosses. Schaden zu verursachen und zu widerstehen, hat aber außerhalb des Reichs der Schatten keine Auswirkung. Okay. Ja, hat es sich schon gelohnt, dass wir uns ein bisschen umgeschaut haben schon, ja? Aha. この目は闇がよく見える。 Havedere zum Wochenende. Mr. Price, Habitäre, auch an dich zum Wochenende. Wie war die Arbeit? Ich hoffe gut und merci dir für deinen Resub im 31. Monat. Willkommen zum Elden Ring DLC, mein Freund. Ich hoffe, bei dir passt es. Weiterhin willkommen und viel Spaß. Ich hoffe, es wird bei dir. Ja gut, okay, da geht's nicht weiter auf. Jetzt hätte ich schon gemeint, wenn wir da weiter aufgekunden, aber leider nicht. Oh, da liegt nichts. Oh, was zum...
Kannst du aufhören, deine Toten zu beschwören? Dankeschön. Mein Sitz! Ich sage, Fegel und Hund in Souls-Spiele sind anders. Naja, war so semi-berauschend. Ich bin halt von einem Ecke ins andere gerannt und produktiv war ich -0. Ja, aber heute ist ein Freitag, gell? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Wir haben zwar was erkundet, aber einen Schuh weiter haben wir nicht. Der Wiederbericht hat aber nichts von tieffliegenden Schädel gesagt. Ja, eigentlich hätte er... Oh, da ist ein Wort der Gnade, da schau her. Eigentlich hätte er ihm schicken gemeldet. Von Schädel war dabei... War da nichts, ne? War da nichts in der Sprache drin. So, wie ist jetzt das Segen des Schattenreichs? Geisterasche. Konsumiert verehrte Geisterasche, um euren Segen der verehrten Geisterasche zu verstärken. Der Segen der verehrten Geisterasche erhöht die Mächte beschworener Geister und die Fähigkeiten des spektralen Rosses Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb... Blablabla. Okay. 1. Segen der verehrten Geisterasche gestärkt. Stufe 1. Ja, immerhin. Besser eins wie keins. So geht's dir mal. Das schaut aus, wie wenn wir da rein Da schauen wir jetzt gleich einmal. Na gut, hätte ich auch sagen können. Jetzt Moment einmal. Erst einmal die Einrichtung kaputt machen. Wie ist der erste Eindruck? Absolut zauberhaft. Absolut zauberhaft. Gut, wir haben ja gerade erst angefangen, also ich weiß noch nicht so recht, wo wir hin müssen. Wir hätten potenziell, glaube ich, bereits eine Boss-Arena gefunden. Also da geht es irgendwo unter die Erde rein und da ist eine Nebelwand. Ich vermute, da ist ein Boss dahinter. Und wir haben diese riesige Feuergestalt da gefunden, wo ich glaube, dass wir wahrscheinlich da hin müssen, weil der steht nicht umsonst da. Also wir sind jetzt aktuell noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Weg, wo wir hin müssen. Aber haben wir noch nicht gefunden. Aber wir werden ihn wahrscheinlich noch finden. Aber so an und für sich, der erste Eindruck, ich meine, es ist Elden Ring. Das kann nur gut sein. Okay, da hinten gibt's Loot. Ah, jetzt sehe ich schon mal, das ist eine Porttruhe, ne? Klinge der Gnade. Aha. Und was genau bist jetzt du? Das ist ein Schlüsselgegenstand. Okay. Keine Ahnung.
Hero. Okay, lass mich mal schauen. Wir haben jetzt das alles angeschaut da. Da ist das Mausoleum. Ja, wir werden da hinterher müssen. Wir werden dem Weg da folgen müssen und dann da hinterher müssen. Und dann werden wir genau da an dem Riesen vorbeikommen. Vermute ich jetzt einmal. Wenn ich Soul spiele, mal Münzen. Was? Mal ummünzen soll aufs echte Leben. Chef, bitte gib mir eine Aufgabe, der ich absolut nicht gewachsen bin, an der ich 80 Mal komplett verzweifelt, bis ich an eigenen Lebenswillen zweifle. Und wenn ich es dann geschafft habe, freuen wir uns beide für 5 Minuten und dann gib mir bitte wieder Aufgabe. Ja, that's basically how to play a Souls-like. Mr. Price, das hast du sehr zauberhaft zusammengefasst. Aber den Kick, den du kriegst, wenn du was schaffst, nachdem du 80 Mal an irgendwas verreckt bist, der ist unbeschreiblich. Ne? Das wiegt kein Alkohol und keine sonstige Droge auf. Das sagt der wie es ist. Kannst du Jassi fragen. Die, glaube ich, bestätigt das. Kommst du ja, sitz. Das oben auf der Map schaut aus wie ein Schädel. Wo, Omat? Schaut aus wie ein Schädel. Rechts oben. Ja. Geht's, ja. Wifi gut beobachtet. Der weiße Reflex, ja. Ja, wenn man es so, ja. Das kann der Schädel sein, ja. Stimmt. Wenn ich in 2 Wochen meine neue Grafikkarten kriege, muss ich mir Elden Ring einmal zulegen. Mach das. Du bereust das auf keinen Fall. Du kriegst so ein geiles Spiel für wirklich, du kriegst für dein Geld ein unfassbar geiles Spiel. Ausrufezeichen MMOGA an der Stelle. So, stopft der Riese da jetzt umeinander. Da ist wieder Water genau, das ist gut für uns. Wir werden mal nicht das Ding da machen müssen, bevor wir überhaupt irgendwas erfahren. Oh, da schaut's aus, wie wenn es da reingehen. Moment einmal. Da hinten geht's in einem... Was ist denn das da hinten überhaupt? Da geht's da... Warte mal, Moment, wo schauen wir denn hin? Wir schauen jetzt in die Richtung. So. Und da dahinter geht's irgendwo in den Felsen da rein. Also da einer zu. Da können wir dann wahrscheinlich da rauf. Ja, okay. Ich sag's euch jetzt, wie es ist. Ich glaube, wir werden uns da mal... Ich werde jetzt den einmal probieren, ob man machen kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht schaffe. Aber wir haben ja da noch eine Gnade, wenn es war. Wobei, vielleicht können wir ja auch austribbeln. Jetzt schauen wir erst einmal. Ja, komm. Schauen wir uns einmal an, was er kann. Mehr wir sterben können wir nicht, sag ich aber. Ah, der greift mir einfach. Top. Mein 1080, ich wollte das nicht unbedingt zumuten. Ich glaube, das ging aber sogar. Also ich weiß jetzt nicht, was Min-Specs haben für Elden Ring, aber ich glaube, es ginge sogar. So ein Hitzkopf. Ja, ich hab nicht gedacht, dass der mich grabt, tatsächlich. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Aber ich glaube, die Taktik gegen das Mistviech da ist am Fuß unten bleiben, ne?
tut überhaupt keinen Schaden. Dass man da noch springen muss. Da legt der One-Shottet mich halt fast, ne? Hab ich gesehen. Ich glaube, für das haben wir zu kurze oder zu leichte Waffen. Ja, der ist aber auch sautanky, der Typ. Okay, wenn man das dodgt, keine Ahnung. Okay, ich glaube, der ist zu tanky. Carmen, merci dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir viel Spaß beim Geburtstag noch feiern. Und dann später vielleicht beim Wort noch schauen. Ja, okay, ich glaube, für den sind wir uns kasig, glaube ich, weil wir machen überhaupt keinen Schaden nicht. Oder nicht viel. Sagen wir es mal ja so. Also viel, er kriegt ein wenig etwas, aber viel ist das nicht. Und ich glaube, wir haben auch generell die falsche Waffen für den. Wir brauchen auch gegen den eine schwere Waffen und das haben wir nicht. Wir haben rein auf Geschicklichkeit geskillt, wo es dafür sorgt, dass wir generell eigentlich nicht so gut haben, um den Gegner wegzustaggern. Also ich glaube, gegen den Hitzkopf dahinter, ne, für die Firebeeren, da meine ich, brauchen wir was Schweres. Wir können tendenziell sogar 5-mal umskillen, also ich habe Larventränen noch gehabt, oder halt von damals noch übergehabt, 5 Stück. Aber der ist aufgehoben, der ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, ne? Also den kennen wir noch einmal irgendwann. Aber jetzt aktuell, mein Souls-Spieler Auge sagt mir, der ist noch zu früh, den sollten wir jetzt noch nicht machen. Anhand des Damage. Versuch's mal mit dem Feuerlöscher. Ja, Wasser, Eiswaffen, ne? Aber die habe ich nicht. Gut. Dann schauen wir mal. Ja gut, wie gesagt, wir werden da hinter müssen. Das kann man mir schon vorstellen. Da einer zu oder da rum. Aber wir schauen jetzt mal da hinten in das Tor rein. Ich hole mir noch irgendwie meine Seelen wieder zurück. Gemäß dem Fall, das Viech lässt mich. Na, du Hans. Gut, der killt die ganzen Gegner da für mich. Aha, der mag gar nicht, dass wir da einer gegen scheinbar. Oh, was haben wir da?
Okay, was bist du nachher jetzt, du? Segen des Skadu-Baums. Skadu-Baum-Fragmente findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiert sie an den Orten der Gnade, um den Segen des Skadu-Baums zu verstärken. Der Segen des Skadu-Baums steigert die Fähigkeit des Empfängers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber auch außerhalb des Reichs der Schatten kein... Okay, das ist das andere Skadu-Baum-Fragment. Das ist das andere. Also es gibt Arme für die Geisteraschen und Arme für uns selber. Boah, leck, da kennt man sogar noch. Was bist denn du für ein Unsympath? Los, meh. Geht mir der einfach da nach. Ich will das lesen. Himmlische Blutknospe. Kreuz berühren. Moment einmal. Wer bist du, hallo? Ah, Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikola. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Aha. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the Cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikola the Kind's footprints. Aha. Das sind unsere Anhaltspunkte. Okay. If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend share his map of crosses, assuming you intend to trace Kind Mikola's path. Okay, jetzt die Frage ist, wo ist der mürrische Freund von der wo uns die Karte der Kreuze gibt. Aber die Dinger da, das sind unsere Anhaltspunkte. Wenn wir das Ding sehen, sind wir quasi richtig dran. Das heißt, da hinter die Zug geht's weiter. Praktisch gesagt, ne? Aber wo ist der mürrische Freund, ist die Frage. Wenn ich das jetzt berühre, was passiert dann? Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist halt die Frage, wo gehst du halt hin, ne? Aber wenn da das erste Kreuz, der erste Marker ist, dann werden wir da rein müssen, vermute ich mal. Ich glaube, also, ich vermute mal, dahinter, bei dem Baum, ist Ende. Da ist der Endgegner irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Ne, aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Andi, Habitäre, grüß dich gut. Warte mal, man kann doch da und gleich den Segen da aktivieren, oder? Den Skadu-Baum-Dingenskirchen. Das ist das gleiche Name. Okay. Haben wir jetzt von jedem einmal auf Stufe 1. Okay, ja, dann schauen wir. Ja, schauen wir halt einfach mal da rein, dann sehen wir schon. Immer umschauen können wir uns dann noch vorbei noch. Aber das schaut schon sehr imposant aus da. Also, mich fragt mich, wann uns der erste Boss über den Haufen springt. Also, jetzt mal, abgesehen von dem da hinten, das ist ja offiziell kein Boss, weil der kein Boss leisten nicht kann. Aber haut's mir in den Chat, Freunde der Sonne, was ist eigentlich der erste Eindruck von Elden Ring? Vom DLC. Gefällt's euch bisher? Haben wir zwar noch nicht so viel gesehen, aber... Ja, wenn's da du gerade mit deinen Steinen aufhören darfst, ne? Haben dann überall Grabsteine, gell? Es erinnert mich so ein bisschen... Okay, das erinnert mich gerade an Saurons Festung, aber ich wollte, was ich eigentlich sagen wollte, das erinnert mich so ein bisschen an Schloss Sturmschleier vom Main Game tatsächlich. Da ich Elden Ring selbst gezockt habe, kann ich nicht viel dazu sagen. Andi, tun sie dieses nachholen. Ja, sonst geht's da aber schon gut, oder? Witz Maul. Da oben ist wieder so ein Kreuz. Das heißt, da geht's auf alle Fälle weiter.
Sind nichts für die? Ja, okay, gut. Es war ja ein Versuch wert, ne? Da wünsche ich aber trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Unterhaltung bieten. Also atmosphärisch können sie es auf alle Fälle. Ist einfach atmosphärisch, han? Ja. Das haben alle Soul-Spieler gemeinsam. Da ist eine fette Nebelwand davor. Oder ist es ein Tier? Ja gut, ist wurscht. Das kommen sie wahrscheinlich gleich. Wenn die Tier da reingeht, dann springt mir wahrscheinlich irgendein Riesenviech über den Haufen. Oh, eine Radarfrucht, okay. Kommt man bestimmt da irgendwo auf, oder? War auch gelungen, wenn nicht. So wie doch. Okay, da kommst du definitiv auch irgendwie hin. Und ich glaube, ich weiß sogar wie. Da geht's nämlich rechts weg, meine. Ah ja, denken wir schon. Magst du sterben? Dankeschön. Oh Gott. Geflügelte Viecher, merkt euch das. Hallo, ich möchte den da rennen. Aua. Also ich habe Ahnung, wie sich das geht, Fledermaus, ne? Aber... Sind das Zubats? Ja, genmanipulierte. Das hätten Mewtwo's werden sollen. Okay, wenigstens kriegen wir Heilung zurück. Da hinten ist ein Ort der Gnade. So, wow, leck, Alter, was ist denn das? Okay, da haben wir einen Ort der Gnade, das ist gut. Da können wir also auch jederzeit zurück. Wo haben wir denn jetzt auf der Map? Jetzt haben wir da auf dem Felsen da herum. Freunde der Sonne, ich hoffe, das ist okay, wenn wir uns ein bisschen umschauen. Ich will jetzt nicht von einem Boss zum nächsten rushen. Also ich will mir schon ein bisschen Zeit lassen, das ganze Spiel zu erkunden. Auch wenn wir uns offenkundig erst einmal mehr oder weniger planlos fortbewegen, aber
muss man auch erst so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wo es Phase ist, ne? Auch die neuen Gegner so ein bisschen kennenlernen, wer weiß, für was wir es mal brauchen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob und wann wir einen Boss machen oder wann wir einen begegnen. Ja, das kann sein, dass wir heute noch einen sehen, das kann aber auch blöd laufen und wir sagen wir heute keinen. Das weiß ich nicht. Ja, weil es ist ja bekanntermaßen blind für mich. Und es bleibt es ja weiterhin. Also wie gesagt, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich werde Social Media, was Elden Ring angeht, komplett vermeiden, damit ich ja nicht gespoilert werde. So, was bist jetzt du für ein Hobby-Gollum? Na freilich schauen wir uns um, wollen ja was haben fürs Geld, was du zahlst. Ja, da hast du recht. Der wir ja gern. Der wir ja gern. Ist ja nicht so. Sei, kannst du eine Nachricht anpinnen? Oder bist du gerade am PC? Ja, passt schon. Sag einfach Bescheid. Oh, leck, das ist ein Fliegenpilz. Nehmen wir mit. Halt's Maul. Ich schwör's dir bei Gott. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die ganzen Grabkobolde da hops nehmen, weil, ne, Gräberrauben ist uncool. Geistertallilie. Da ist halt auch irgendeine so. Naja, Burg möchte ich. Ja, wobei, es kann schon eine Festung sein, keine Ahnung. Ja, die schaut halt mega aus, gell. Das Schatten da oder was auch immer das ist. Schaut schon geil aus. Schrei mir nicht so auf oder sein! Stehen Papa habe der Beinam Dabats 1 Herz. Mr. Werb, hab ich dir, merci dir. Hier könnt ihr Ihre Werbung stehen. Ja, absolut sauberhaft. Danke dir für dein Resub im 30. Monat, Alter. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen weiterhin in der Basis und viel Spaß. Schön, dass du da bist, Alter. Wie geht's dir? Willkommen zum Elden Ring DLC. Ich hoffe, bei dir ist es fit. Ja, Freunde der Sonne. Wo sie so auf die ersten Meter so ein bisschen heraus schmeckt, Black sagt, die Orte der Gnade haben nicht ganz so großzügig verteilt wie im Main Game, tatsächlich. Das kann nur kommen. Aber, ja, man muss auf alle Fälle jetzt, Stand jetzt, wenn wir sterben, muss man ein paar Meter mehr gehen wie sonst.
Ja, ist flauschig bei euch, ja? Ja, selbstverständlich. Was der Bazi-Gang ist immer flauschig. Jetzt bin ich da, Update, hab mein PC nutzen müssen. Kein Problem, du sei. Magst du mal kurz eine Nachricht anpinnen für alle, dass wirklich ja jeder weiß, auch die Neuer, die wo da noch mal dazu kamen, dass bitte nicht spoilern und nicht backseaten sollen bei Elden Ring, weil ich da sehr zintig reagieren kann. Bitte, Dankeschön, das war sehr, sehr zauberhaft von dir. So, wie kommen wir jetzt da hin, ist die Frage. Da gibt's auf alle Fälle irgendetwas. Glaubt, da wir von da vorne noch irgendwie hinkommen müssen. Da rufen wir einen Steinbock des Vertrauens. Stadt Weitblick. Aha. Die Frage ist, wie weit weg. Ah, da kommt man da rauf. Okay, ja, I see what it is, man. Aber einen Ort der Gnade haben wir da keinen, oder was? Doch dahinter, oder? Nein. Von da haben wir gekommen. Ja, da wird es da hinten schon noch mal irgendwo angeben. Vermute jetzt einfach mal. Behaupte jetzt einfach mal frech. Aha. Ja, die Socke sich macht Blutung. Maul. Wer spoilert, stirbt. Ja, genau, so ungefähr. Wer spoilert, muss einen Bosskampf machen. Einen Dreckerten. Erst einmal einen Weinkeller kaputt machen, das hat noch nie geschaut. Bestienblut. Haben wir jetzt einen Bloodborne oder was? Danke dir, sei. Naja, die lassen wir fliegen, die haben brav. Blauknägel. Okay. Oha, da haben ein Haufen Gegner drin. Da ist aber gleichzeitig... Brav, Mimik. Oh, meines Blutunholz. Blutamarillis, okay. Ich bin jetzt nicht der Botaniker-Sepp in Elden Ring, aber wir nehmen uns heute mal mit, ne? Bin mal im Lurk und das Essen für später vorbereiten. Rainer, merci dir für den Lurk und gutes Gelingen. Ja, brrr. Sabi, Habitäre, grüß dich gut und danke für den Lurk. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Gut, einen Marktplatz haben wir ja dezent überfallen.
Blut Amaryllis. Amaryllis gibt's wirklich, sind wunderschöne Blärme. Okay. Ja, gut zu wissen. Ich traue den Kisten da nicht, weil nicht, dass das irgendwie mal eine Teleportkisten ist. Erbe der fremden Gottheit. Das ist ein Talisman, Mann. Erhöht die Arkanenergie. Okay. Gut, spellen wir mir nicht. Doch, eigentlich indirekt spellen wir schon, weil Blutung, kurze Erklärstunde, rechts. Sporn, nicht rechts. Wo haben wir es denn? Meint meine. Doch. Rechts. Seht ihr ja meine Stats, ne? Also Kraft, Geist, Kondition, Stärke, Geschickweisheit, Glaube, Arkanenergie. Und Blutung, das was das quasi Fundament von meinem Bild ist aktuell, stackt mit Arkan. Also sprich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass es so war, es sei denn, es wurde gepatcht oder ist umgeändert worden. Die Arkan-Energie sagt aus, quasi wie schnell und stark die Blutung kickt, sozusagen. Ne? Also, wenn du einen hohen Arkan-Wert hast, dann kommt die Blutung dementsprechend stark. Und da ja beide Schwerter von mir, beziehungsweise alle drei, mit Blutung untermauert sind, oder durchzogen haben, so muss man sagen, ne, profitierst du natürlich auch von einem entsprechenden Arkan-Stat. So. Ja, meine Mimik, die folgt mir natürlich auf Schritt und Tritt, ne? Aber haben wir dann da alles? Das hat schon fast so ausschauen, oder? Es sei denn, da geht's noch auf zu. Das kann man mal noch schauen. Moment. Na, ich glaube, dass wir da alles haben. Oh, what? Wait a minute. Okay, na, geht nicht. Blutung ist schon OP. Eigentlich brauchst du kein Arkan-Level, meine Meinung. Na, normal brauchst du das nicht. Das stimmt. Also, du kommst da locker so aus. Aber ja, wenn du halt die Stats über hast. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich habe halt Hardcap schon auf Kraft. Ich habe Hardcap auf Geschick. Und Geist, Kondition bin ich eigentlich auch absolut fein, was das angeht. Also Ausdauer. Deswegen habe ich halt die restlichen in Arkan gehauen, weil warum eigentlich nicht so, ne? Weil alle anderen Stats für mein Bild brauche ich nicht. Ich brauche keine Stärke nicht, ich brauche keine Weisheit nicht und ich brauche kein Glaube nicht. Das sind, also Weisheit und Glaube sind für Anrufungen und Zauber, spüre ich nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen brauche, ist halt Geist, damit ich halt meine Mimik rufen kann. Aber ansonsten, dann ist es halt dann besser, wenn du den Arkan skillst. Also bevor ich halt übers Hardcap drüber skill, also Hardcap heißt, bis zu einem gewissen Punkt kriegst du also wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast jetzt 30 Kraft und möchtest auf 31 Kraft gehen, dann kriegst du viel mehr Punkte draus, wenn du diesen einer Punkt investierst. Wenn du jetzt von 50 auf 51 gehst, kriegst du nur einen Punkt gratis. Und das ist das sogenannte Hardcap. Es gibt noch Softcap, das glaube ich ist bei 35 oder bei 30, ich weiß es nicht. Deswegen da ich erst übers Hardcap skillen, wenn sonst alles andere eigentlich, ne, wenn das so weit ausgeskillt ist, so mehr oder weniger. Und Edward Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. So, okay, so wie das ausschaut, haben wir da alles. Was mich wundert, dass da kein Ort der Gnade gibt. Tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht gibt es da ja rund noch einen. Da unten ist auch so ein Feuerriese. Wenn es einer ist, kann da nur ein Feuerschale sein, aber es schaut aus, wie wenn es ein Feuerriese war. Gut, da war der Marktplatz, den haben wir ja dezent überrollt.
Alles fit, danke, danke, bist gut ins Weekend angekommen. Ja, natürlich. Elden Ring DLC heute in der Nacht gedroppt. Da kann es mir nur gut gehen. Und ich hab noch Urlaub heute und morgen tatsächlich. Also von daher, alles fein. Ich hoffe, du auch. Gut, jetzt löst sie die Mimik natürlich auf. Weil die brauchen wir ja. Die ist so nicht verfügbar sozusagen. Und jetzt schauen wir uns da noch ein bisschen um. Weil warum nicht? Da hinten ist da kann's wieder so ein Aschending geben. Dann gehen wir zuerst da hin. Du, da gehen wir zuerst da hin, weil da gibt's was, meine ich. Aha, da ist wieder so ein Dreckskiller. Da kommst du mit zuerst, weil... Oh. Schnauze, Paul. Oh, da haben Schildkröten. Ja, sehr gut. Endlich mal ein bisschen chillen. That's the way. Genauso sehe ich das auch. Einfach mal zurücklehnen. Und die Seele baumeln lassen. So, was haben wir jetzt da? Verehrte Geisterasche, okay, die kann ich dann quasi wieder am Ort der Gnade hernehmen, um meine Geisterasche zu verstärken, sozusagen. Da hinten ist wieder so ein Arschlochvogel. Gehen wir mal im Wald, weil warum nicht? Also der erste Eindruck, also jetzt die erste Stunde so, habe ich richtig Bock. Mein Erkundungsdrang ist richtig geweckt. Wie damals. So Flashbacks. 2022, wo Elden Ring erschienen ist. Oder ist es 2022? Ich weiß nicht mehr genau. Aber lang her ist es noch nicht. Aha, da haben wir was. Das hat es zwar wieder zu zweit, aber das sollte... aha, das ist wieder so ein Drecksköder. Okay. Genau, kommst du erst einmal... Ich hab nix gesagt, Mülltonne auf. Da, eine am Popo. Da gehst du her. Aber die, was geht bei dir so? Absolut, mehr chillen, mehr gut. Ganz genau. Großpfeil, okay. Schmiedestein. Schmiedestein Stufe 4. Okay, das kann vielleicht so ein kleiner Hinweis sein, was die Schwierigkeit dieses aktuellen Gebiets angeht. Weil normalerweise, die Schmiedesteine sind ja, die haben ja Stufen. Und die fangen an bei Stufe 1 und gehen hoch bis, glaube ich, Stufe 8, wenn mich nicht alles täuscht. Stufe 4 ist quasi so mittlere Waffenstufe, also sprich haben wir ungefähr mittlerer Schwierigkeitsgrad. Also vermute ich. Ne? Das ist jetzt nur mal anhand dessen, was ich finde. Kann natürlich jetzt auch gleich ein Poster hergehen, oh, leck, da steht schon wieder so ein Riesenviech umeinander. Es kann natürlich jetzt auch gleich irgendein Gegner kommen, der uns komplett aus dem Leben schießt. Okay, dass da Blitz einschlungen, das glaube ich ist nicht gut für uns. Kurze Frage, läuft der Stream flüssig? Ja, okay, gut. Handbuch der Sammlerbrut. Schwarzer Feuerfalter. Das sind im Main Game normale Gegner. Wir haben jetzt gewundert, dass ich den nicht anvisieren kann. Schön. Einfach schön. Der Baum ist hier.
zum Teufel? Alter, das ist ein Blitzschaf. Au! Okay, ist das ein Agro-Ampharos oder was? Jetzt ist frische Item gerade, scheiße. Okay, das sind die ersten Schafe, die aggressiv werden. Gut zu wissen. Gut, da springt man jetzt einmal geschwind hin, ne? Ja, nichts passiert. Die Elektroschafe gibt es in Menge auch, echt? Die wurde ich angreifen, also die Schafe ja, das habe ich gewusst, aber die Elektroschafe? Möchtest du es jetzt ernsthaft gegen mich kämpfen, oder was? Nein, halt die Klappe, du scheiß Keder. Ja, die helfe ich ein schon. Okay, die Grausen sind brandgefährlich. Die machen verdammt viel Schaden. Da können wir aber... Blitztalisman nochmal ausrüsten. Gelbe Fulgurblüte, dünne Bestienknochen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Irgendwo läuft da nur so ein Fett umeinander, oder? Ich hab doch da zwei gesehen. Okay, da hinten hat irgendwie irgendwas drauf. Ah, da haben meine Seelen, okay. Wir haben jetzt die 72.000, das reicht nicht einmal ansatzweise für einen Aufstieg. So, du Amok-Schaf, was ist jetzt mit dir? Ich will was. Aua. Gastig. Handbuch des großen Herrschers, okay? Die Frage ist, warum greifen die mich an? Die müssen irgendwas beschützen, wenn es mich fragst. Boah, leck. Der Alert ist leicht delayed. Auf die nächsten 2 Joa Dabats 1 Herz. Yassi, vielen lieben Dank für deinen Resub im 24. Monat. Holy shit, wir kennen uns jetzt schon über 2 Jahre. Also, rein rechnerisch. Vielen lieben Dank. Auf die nächsten 2 Jahre. Ich hoffe doch. Danke dir. Weiterhin viel Spaß und herzlich willkommen zum Elden Ring DLC. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, okay, warum blitzt es da drin, ist die Frage. Das muss doch dann da irgendwo da oben, da muss da irgendeinen Anhaltspunkt geben, weil anders gibt's das nicht. Wie geil ist? Ja. Ja, einfach ja. Also wirklich cool. Also,
Ich hab von Elden Ring eine sehr hohe Meinung und die wird wieder mal von From Software einfach untermalt. Halt's Maul! Du dumme Sau! Hey, okay, das ist in den DLC nein, dass die Wildtiere angreifen. Also so kenne ich das eigentlich nicht. Ne? Jetzt wenn mir die Flauschknädel da auch noch anspringen, dann falle ich vom Glauben ab. Dann habe ich alles gesehen, was Souls-Spiele angeht. Ah, da ist ein Derfall da herum. Ohne Scheiße, ich hol einen Obelix, ich sag das. Also ich mein, ja, sie schaut einmal, pass auf. Schau dir einfach das einmal an. Und dann beantwortet... Falsche Stelle. Und jetzt beantwortest du die Frage einfach einmal selber. Jetzt beantwortest du die Frage einfach einmal selber. Schön, ja oder nein? Freu dich drauf, wenn du Elden Ring spielst. Okay, wenigstens Flauschknädel, die hupfen mir nicht über den Haufen. Siehst du? Es hat was, wenn man Verfechter vom Flauschknädel ist. Aber trotzdem wundert es mich, dass da kein Ort der Gnade ist. Bin ich ehrlich. Hütte des Künstlers. Gemäldeeinfall. Gnade ist was für Anfänger. Naja, also ich sag mal so. Achso, ich kann jetzt so auf die... Ach doch, kann ich schon. Wenn man sich mal Zwischenlande anschaut, wie übersät die von Orten der Gnade haben, ne? Also ich meine, da kannst du dir wirklich sagen, da haben alle 100 Meter, ist da, vor allem da. Da haben ja direkt zwei aufeinander. Da kannst du wirklich sagen, alle 100 Meter gefühlt ist irgendein Ort der Gnade, ne? Und da... Brudi, weiß ich nicht. Aber ja, gut, ich meine... Mein Game war vielleicht ein bisschen zu Overkill, was Orte der Gnade angeht, aber naja, bis sie haben und nicht brauchen, als wir brauchen und nicht haben. So. Und irgendwo da unten müssen wir auch, ja genau, da unten haben wir nämlich angefangen, da haben wir rausgekommen. Genau, da haben wir im Endeffekt reingekommen. Gut, das heißt, da geht's dann weiter, da müssen wir her. Da geht's storytechnisch weiter. Das heißt, wir konnten jetzt auf alle Fälle mal da noch rüber schauen, weil da geht's auch noch irgendwo auf. Da kommt man dann wahrscheinlich da einer, beziehungsweise wenn man da entlang gehen, kann man sowieso da umgehen. Und da herum waren wir gerade. Das ist das komische... Nein, warte mal. Das Dorf ist da, oder? Stadt Weitblick, okay. Klippenstraße, Endstation. Da kommt man da dann auch noch irgendwo auf. Also wir haben auf alle Fälle noch ein bisschen was zu tun. Wir wissen auf alle Fälle, dass wir da noch herschauen können, weil da geht es in der Nebelwand rein. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich, einfach mal um zu sehen, was da drinnen ist. Und dann schauen wir einfach mal, was auf uns wartet, da ich sagen, oder? Schaut da jetzt schon absichtlich wie Malenia aus? Na, eigentlich nicht. Das ist mehr oder weniger... Das ist per Zufall eigentlich so entstanden. Ich trage jetzt aktuell eine Rüstung, die wo mir halt mittlere Last lässt, damit ich halt eine schnelle Rolle machen kann. Ich habe Rüstung, die deutlich tankier ist. Also wenn ich mir jetzt allein das einmal anschaue, ne, das sind halt schon Weltenunterschied im Vergleich. Ich kann eigentlich die auch anziehen, dann schaue ich ja so aus. Ne? Aber das hat jetzt keinen spezifischen Hintergrund, warum ich ausschaue wie Malenia. Also zumindest der Helm ist von der Malenia. Aber ansonsten ist das eigentlich mehr ein Produkt des Zufalls. War die Duschen jetzt gut? Das glaube ich da sofort. Die wird mich heute noch im Training auch tunlichst freuen darüber. Und schön, dass du wieder da bist. Genau, Mr. Saijing, du machst das absolut perfekt. Da geht jetzt eine Shoutout-Welle durch den Chat, Freunde der Sonne. Gerade für alle neuen Zuschauer, die wo kürzlich dazugekommen haben oder vielleicht sich gerade im Stream befinden. Checkt's alle Leute, die jetzt geschaut haben, die werden gerne mal aus. Die sind Teil unserer Streamer-Bubble. Machen alle unfassbar guten Content, unterschiedlichsten Content, nicht nur Souls-Likes, da kommen da Horrorspiele, Storyspiele,
alles mögliche, Musikstreams, alles ist da mit dabei. Also gern die Leute mal auschecken und ein Following da lassen, das kostet nichts und die Leute haben es absolut verdient. Also wie gesagt, gern da mal drauf schauen und die Leute auschecken. Bitte, Dankeschön. So, westliches namenloses Mausoleum. Ich vermute mal, dass da ein Boss dahinter ist. Sind wir für sowas schon bereit, meinst? Die habe ich alle gefollowt, sorry, Bazi, da warst du der Letzte. Kein Problem, besser später als nie. Nimm mir da überhaupt nicht übel. In keinster Weise. Mich freut es umso mehr, dass du jetzt trotzdem da bist. Also ich bin bereit für den Pool. Ja, ich nicht. Das einzige Wasser, was ich habe, ist das da hinten, aber es wird nicht ganz gelangen. Gut, schauen wir mal, was da drin ist. Ritter des einsamen Kerker, ja, herzlichen Glückwunsch. Brudi, du hast Spiel verwechselt. Okay, der macht massiven Schaden. Okay, ein Geist, der wo blicken kann. Perfekt. Der macht richtig guten Schaden, der Typ. Okay, das darf ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das, wenn mich erwischt, dann bin ich richtig am Arsch. Aber okay. Dafür eine kurze Kombos, ja, die haben tatsächlich richtig sehr kurz. Aber die machen Schaden. Die machen richtig guten Schaden. Also so ein Schlag zieht man gut und gerne mit 50%. Also eine kämmer darf ich da nicht stark. Da meine ich, jetzt glaube ich, wird es so, dass es so wird, dass ich denke, eine stärkere Rüstung abziehen muss. Weil sonst, kriegen wir da auf Dauer... Genau. Jetzt schaue ich natürlich nicht mehr ganz so fancy aus, aber... Das war ja genau. Der hat mich gerade gefickt, genau so ist es. Ja, aber machbar auf alle Fälle. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich den leicht machen kann. Ich glaube, den kann man schießen.
Ich glaube, den kann man ganz gut locken, indem man einfach immer wartet, bis er seine Armbrust lädt und dann greift man einfach hoch. Alter, du Sack! Okay, dass er einen Sprungangriff macht, den habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Okay. Geh mal hoch, ich krieg einen Hunger, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Kochen und verbrenn dir ja nicht die Finger. Und einen guten Hunger danach. Okay. Der First Try war tatsächlich erstaunlich gut im Vergleich zu dir jetzt. Ne? Das ist jetzt relativ zügig gegangen, die letzten 2 Mal. Aber so an und für sich, glaube ich, ist der nicht schwer. Also wenn man seine Patterns mal richtig drin hat, ist der, glaube ich, total easy. Aber also, das ist so unkonventionell als Gegner, ne? Au. Okay, der staggert die so hart, dass du dann nicht mehr wegrennen kannst. Das ist richtig krass. Also der Wischen, wenn er die tut, dann bist du halt richtig, bist für Sekunden oder für 2 Sekunden unbeweglich. Ja, so ungefähr war das. Genau, mit Mike Tyson. Wenn du zu lang ausweichen kannst, ist gut, aber wenn du fängst du nicht. Dann geht das Licht aus. Der hat Damage, der hat richtig Damage, der Typ. Leck mich am Arsch, ey. Kein Springen, es geht ihn auch nicht unbedingt, das Wahre. Ja, das ist ein ganz komischer Gegner, ganz komisch. Also wirklich richtig weirdes Pattern hat der. Der ist nicht schwer, aber der ist, ich weiß nicht, der hat ein ganz komisches Angriffsmuster. Das ist, ich kann nicht beschreiben, weiß ich nicht, das ist so wie bei Ebenetas. Ich kann nicht wirklich beschreiben, warum der jetzt Probleme macht. Tatsächlich. Das ist ganz komisch. Der hat ein ganz komisches Angriffsmuster.
Ah, es war dumm. Oh! Ah, es wird zu bald grün, okay. Ah, du sagst es nicht. Jetzt haben wir gerade gedacht, jetzt warte ich, bis er zuhaut und weiche nach links aus, damit ich mich heilen kann. Und dann macht er den Angriff. In dem Moment, wo ich gerade wegspringen wollte. Aber gegen den ist auf alle Fälle ein Schwert effektiver als mit 2. Vermute ich. Ja, aber wir haben schon. Wir haben schon. Da haben wir uns eh nicht oben. Jetzt macht das zweimal, bis wir verarschen. Ich darf nicht Springer geben, das ist fatal. Tot. Teil der See, okay. Ah, jetzt kommt wieder ein Follow-up. Möchtest du verarschen? Ganze Zeit nicht.
Das ist ganz komisch. Der war gut. Schaffe ich es nicht mehr. Zum Schluss einfach 3 unnötige Hits gekriegt und die haben wir jetzt Knackbruder, weil das hat mir meine Heilung weggenommen, die ich gebraucht hätte. Aber jetzt kriege ich langsam raus. Blut und Reißzahn? Nein. Glaube ich ist nicht. Ja, wobei, doch, kann sogar. Muss ich mal schauen. Ich muss mal schauen, ob ich den gelevelt habe. Auf plus 9. Schauen wir mal, Bluthund Reißzahn kann sogar the way to go sein. Ah, ich fühle mich immer so lustig, gell? Wenn man vor mir. Aber. Haben wir uns jetzt gegenseitig umgehauen, oder was? Ah. Ist wie vor, jetzt geht der daneben. Stirb!
70.000 wählt mich. Ja, herzlichen Glückwunsch, das hat sich rentiert. Ja, Bluthund reißt Zahn, war kein schlechter Call nicht. So, gibt's da noch was? Nö. Wir haben auf alle Fälle irgendeine Rüstung gekriegt und eine neue Waffen. Hat dem sein Set wahrscheinlich, ne? Wird die kosten Einsamkeit? Einsamkeit, ja. Holy shit, das ist sogar noch besser als wir. Ja, kein Wunder, dass die alles ausgehalten hat. Oh, jetzt habe ich aber Fettroll. Moment. Das geht natürlich. Ja, okay, das ist ja unfassbar schwere Rüstung. Aber so gang's tatsächlich, ne? Let me see. Bin gerade so an der Grenze. Gut, nehmen wir so mit. Hä? Moment, ich hab's gleich. Genau, so wird es haben. Passt. Perfekt. Gut. Okay, den ersten Boss haben wir. Also es war zwar ein Mini-Boss, aber ne, immerhin. Okay. Mal noch der Gnade aufsuchen. Kann ich jetzt eigentlich schon Stufenaufstieg machen? Ja, fast. Ploppen wir noch eine, die ein bisschen kleiner ist. Und wenn ich jetzt eine Stärke skillen würde, warte mal, wo kann ich denn... Aha. Ja, dann skillen wir aus da, damit ich besser in die Rüstung dran kann. Guti, guti. Gut, da wissen wir ja, geht's weiter. Und da drüben kann man uns auch noch umschauen. Dann. Aber jetzt schauen wir erst einmal, wo es Phase ist, wenn wir da drinnen weitergehen. Mal ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Main-Boss sehen, ne? Ich kann mir sogar vorstellen, dass der irgendwo da drinnen in der Burg ist. Weil die beten da alle irgendwas oder irgendwen an.
Und da so ein Pfahl, also ein Kreuz von Mikela ist, gehe ich mal davon aus, dass es da drin weitergeht. Da ist auf alle Fälle ein Ort der Gnade. Skaruban fragt mich schon wieder. Okay, habe die, was geht bei dir so? You must be the Tarnished. I am Ansbach, Der Ansbach. formerly in service to Lord Moog, but now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. May I request a service of you? 6 crosses, identical to this one, have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. Bist du der komische Typ, der wo vorher? If you discover any more crosses, be certain to tell. I presume you just what kind. Ja, hey, da vorne steht eins. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil. Achso. Okay, ja gut, herzlichen Glückwunsch. Ja gut, jetzt kann ich wieder so ein Fragment hernehmen, ne? Ach, da braucht man jetzt schon... Ach so, ja, okay, da klang jetzt nicht mehr einer, da brauchen wir jetzt schon 2. Ja, herzlichen Glückwunsch, perfekt. Ja gut, dann schauen wir mal da auf. Ich vermute mal, dass hinter dieser großen Türe nichts Gutes wartet. Sauerhaft. Schaut nicht wie ein Bossareal aus. So, servus. Ich bin der Befleckte, ich darf jetzt putzen. Da schaut's aus, wie wenn es dringend nötig hätte. Ah ja. Was zum Fick bist du jetzt? Ein Skorpion oder was? Aber ganz schnell, gell? Ist dieser... Ah, wenn schon wieder so lauter Grabeviecher umeinander tun, da klang ich schon wieder. Na gut, okay. Es wird 1000%ig lebendig. Ja, ja, es ist eh klar. Wie jetzt? Es kommt's nicht runter? Was ist mit euch verkehrt? Gibt's versteckte Wände? Und warum läuft jetzt eigentlich keine Musik nicht? Hallo? Ja, das habe ich mir genau gedacht, dass sie irgendwann runterkommt. Ich muss graben da, ich höre es ganz genau. Ach da. Schattenreichrune. Ich habe so versucht, da versteckte Wände zu finden.
Da ist wieder der Omega-Skorpion. Feuersichere Trockenleber. Okay, das heißt, du kannst einen hochprozentigen saufen, ohne dass er die Leber anschmiert, oder wie verstehe ich das? Boah, leck, Alter. Schreckt mich. Sitz. Belura Turmsiedlung. Okay, das war genau, alles gut für uns. Ja, und da drin ist noch mehr eine, oder was? Nein. Ach, das ist das Gebiet da jetzt. Du warst ja vorher schon da, das zählt nicht. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkhorn aus Tirol. Aber trotzdem habe ich die Ehre. Du kommst zurück vom Lurk, ja, okay, dann zählt's. Stimulierende Bulli. Okay. Ein Herzknoten. Was er immer da vorgefallen ist, es war nicht gut. Sollte man halt auch wieder wissen, wohin, ne? Oh, da geht's oben. Okay. Messmerfeuerfett, okay. Unter Umständen ist der nächste Boss feueranfällig. Geschlossen. Ja, dann halt wieder auf. Und mein Schwert steht ein bisschen weiter aus, so merke ich es. Okay, da zaubert schon wieder irgendwer, das gefällt mir schon wieder nicht.
Okay, gut. Ja, messen wir Feuerfett. Ich vermute mal, das ist immer so ein Hinweis bei den Souls-Spielen. Auf dem Weg zum Boss findest du meistens irgendwelche Gegenstände, die dir einen Hinweis darauf geben, wo der nächste Boss anfällig ist. Und gerade, glaube ich, kann es Feuer sein. Irgendwas ist gestorben, okay. Deadpool, Habitäre, grüß dich. Oh, wir haben uns schon lange nicht mehr gelesen. Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's da? Schwarzer Feuerwalter, okay. Jetzt einer. Silbernes Horn. Also, es gibt jetzt so viele neue Gegenstände auch, ne? So, Ort der Gnade, den aktivieren wir natürlich gerne mal. Wir müssen erstmal herausfinden, wohin, ne? Achso, der ist da oben gefallen und gestorben, okay. Verschlossen. Das stimmt, mir geht's gut und die habe ich bis jetzt einmal... Was? Und? Das habe ich bis jetzt einmal reingespielt ins DLC. Und wie findest du es bis jetzt? Findest du es schwerer als das Original? Ja. Das DLC ist auf alle Fälle schwerer als das Originalspiel. Aber das ist auch typisch FromSoft. Die DLCs sind meistens schwerer. Wir haben vorher... Ich weiß noch nicht, wie weit du gespielt hast. Wir haben vorher einen Gegner gemacht, der war... Oha, deutlich schwerer als gedacht. Weil viel Damage Output. Ja, die Gegner holen natürlich auch sauber aus, ne? Muss man schon auch sehen. Okay, das jetzt haben wir auf der Seite. Müssen wir uns noch daran denken, dass wir auf der anderen Seite auch noch umgehen können, ne? Aber jetzt schauen wir uns erstmal da um. Eins nach dem anderen. Was auch immer deine Mission gewesen war. Aber das erinnert mich halt tatsächlich an und für sich. Aber der schon ein bisschen an Schloss Sturmschleier. Fleischpilz, okay. So, der geht erst mit Baden. Ein Faden, okay, mit dem Baden. Oder mit dem Faden, je nachdem.
Warum betest du die Krüge, ist die Frage. Ah, warte mal, da kann vielleicht noch was... Okay, doch nicht. Hätte doch, da ist vielleicht noch Loot dahinter. Lagerraumschlüssel. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der passen kann. Da, wo wir vorher gerade nicht reingekommen haben, right? Da schauen wir gleich mal, weil jetzt sind die Gegner nämlich alle tot. Ich glaube, das könnte der sein. Gemäß dem Fall, ich finde wieder zurück. Wir haben doch da wo irgendwo... Ah, wir haben von da gekommen, okay. Da hinten, meine ich, war das Lager, oder? Ja. Who art thou, stranger? By the look of thee, another of Mesmer's peons, methinks. Tell me, does thy kind never weary grow? How do these old bones fascinate thee yet? Our lands were by thy kind set aflame, our tower by thy kind veiled in shadow. Thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked in these deeds long enough? Ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Progeny of the wanton's trumpet. Lass da auf den Hure, okay? Since thou shalt have thy recompense, the sacred beast shall unleash its ire. Till then, with this old hag, do what thou wilt, for all the good it'll do thee in the end. Hey, sie glaubt, da liegt eine Verwechslung vor. For what reason dost thou falter, villain? Enact thy sordid work with fullest pride. Else tuck away thy tale and leave for good loathsome issue of the rotten strumpet. Begone, these lands were ours since times of old. Begone, these lands. Ja, okay, sie verwechselt uns offensichtlich. So, was ist jetzt das? Schaut aus wie ein Hund. Okay. Hä? Okay. Einfach einmal mittenst am... Okay, keine Ahnung, welcher Architekt das entschieden hat, aber okay, die Tür ist da irgendwie fehl am Platz, wenn du mich fragst. Wie wundert's, dass du... Hornboltkreisin. Hornholtkreisin, okay. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendein Händler oder so. Okay, da geht's auch noch um. Da geht's da noch auf. Was wird wohl in der Stadt passiert sein? Und was wird der schwarze Schleier auf sich haben? Das wird echt mal so interessant, das alles zu erfahren, wer da eigentlich der Drahtzieher und so weiter und so fort ist.
Ist dieser Bossareal? Na, okay, dann normale Gegner. Aber es kann tatsächlich ein Bossareal sein. Von der Größe her zumindest. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Feuerritter Quilligen, oder wie der heißt. Okay. Er hat mich zu Tode gepiekst. Nice. Ich schätze, mit der muss sterben. Stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Messmer's flame. Alter, kannst du chillen bitte? Was ist mit dir? Die ganzen Gräser oder die ganzen stärkeren Gegner haben auf alle Fälle lauter Waffen, die dich zurückschmeißen. Also sprich, die staggern die, wenn sie dich erwischen, und dann kannst du für einen Bruchteil einer Zeit nichts tun. Das heißt, wir werden auch wobei, geht auch mit Armschwert, jetzt pass auf. Aber der ist wieder so garstig da. Der ist aber One-Time-Only, ne? Also man wird ja nur Arme invasiert. Und danach ist er fein. Of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Messmer's flame. Oh ja, was sich Schaden macht, bist du bescheuert? Lädt mich am Säbel, Alter. Dein Mutter, Alter. Kreuzzug-Insigne. Erhöht die Angriffskraft nach dem Sieg über einen Gegner. Die Frage ist jetzt noch, was für ein Gegner?
Schrei des Kummers. Ja, geht jetzt da der Gegner als normaler Gegner? Also sprich, wenn jetzt da einfach so einen umbringen, oder sind da jetzt nur große Gegner? Das ist halt jetzt die Frage. Ah, da zählt ein normaler Gegner. Krass. Renegade Zack, Habitieri, grüß dich gut. Wie geht's da? Ja gut, aber wo war... Achso, das ist Sackgasse quasi. Okay, das ist Sackgasse. I guess. Weil da gibt's ja normal nichts mehr, ne? Oh, ist schon krass, was die Schaden machen, die Gegner. Also Hut ab. Hätte ich so jetzt nicht kommen sehen. Hätte ich so jetzt nicht kommen sehen. Range ist kind of okay. Alter, chill, ist doch gut. Entspann dich mal. Einfach die hängen weg. Alter, was ist mit dir? Ja, okay, alles klar. Leg mich am Arsch. Gut ab. Reichweiten des Zugs gibt's das und... Boah. Ja, das DLC schraubt den Schwierigkeitsgrad schon nach oben. Also es ist schon deutlich schwerer als mein Game. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das DLC ist deutlich schwerer. Ja, wo weichst du dann aus? Level 168. Mein Level ist 168. Ich habe eigentlich gedacht, Gott, es reicht, aber... Wie gesagt, die Gegner, die haben teilweise schon heilige Scheiße. Die haben schon ziemlich stark. Also vom Gefühl her natürlich nur, ne? Spin to win? Ja, wahrscheinlich. Schnauze.
Okay. Piss dich. Uiuiui, ja. Also, das Main Game ist nicht ganz so krass schwierig wie jetzt das DLC. Das DLC hat schon einen sehr starken Schwierigkeitsgrad. Also im Vergleich zum Main Game. Die 146 und denkt man nur, what the fuck. Ja, das denken wir jetzt eben gerade auch. Es sind halt nur, es sind einzelne Gegner, ne? Also es ist jetzt nicht jeder Gegner so. Aber vereinzelt sind Gegner dabei, da wo du echt denkst, leck mich am Arsch, da bin ich aber ein Kasig unterwegs. Rezession von Bazi während des Spiels. Die Gegner sind schwer wie heilige Scheiße. Jetzt nur Matheaufgabe. Wie viel Kilogramm hat die heilige Scheiße? 12. Okay. Ja, aber so, wie gesagt, ich meine, das ist ja so ein bisschen. Es ist ja so ein bisschen bekannt von den From Software Spielen, dass die DLCs immer schwerer sind. Das ist jetzt nichts Neues, aber zumindest aus Ungeziefer Entferner kann ich gut herhalten, ne? Oh, das ist ein Aufzug, okay. Shortcut, maybe? Oder rein ins Verderben, weil Boss? Die fetten Schwarzen zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche du meinst, aber... Ah ja, das ist ein Shortcut tatsächlich. Nice. Genau, das ist die fette Tier, wo ich vorher nicht reingekommen bin. Okay. Aber gut, dann ist da der Shortcut schon mal offen. Ich glaube, da rosten wir sogar mal kurz. Gut. Die Geister, die du da besiegt hast mit dem großen Schwert. Wenn du 2 schwere Sprungangriffe machst, dann staggern die. Dann kannst du einen kritischen Angriff machen, tatsächlich. Ja gut, aber wo weiter ist jetzt wieder die Frage, ne? Aber... Okay. Der hat's 2, das sehen wir gerade eben, hä? Aua. Da hat es ja nichts gegen Vergiftung oder was? Perfekt.
Noch ein Bogen. Wow, für das hat das jetzt gemacht, oder was? Für so einen scheiß Bogen? Ja, okay. Ich denke, wir sollen uns nicht beschweren, ich glaube. Die Geister, die du da... Achso, ja, habe ich schon vorgelesen. Okay. So, jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Also das war offensichtlich optional. Da unten war der Shortcut. Ja, aber wirklich nichts gegen Vergiftung kann eigentlich nicht sein, oder? Lindert Belastung durch Frost, Blutverlust, Schlaf, Wahnsinn, Todespest. Ich habe halt nichts gegen Gift. Also ich hab was Gift verursacht, aber... Heilung ist gerade eher semi. Ah, da ist wieder so ein Wichsvogel. Hey, Sie! Hallo! Aha, Vogel, der... Jetzt wird's aber hinterher langsam wir fahren, gell? Wo bin ich denn nicht gekommen? Von da unten, oder? WTF? Ich bin von da rausgekommen, oder? Okay, ich hab gerade massiven Orientierungsverlust. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich von da rausgekommen bin, aber ich glaube ja. Schau, oder? Ich bin von da rausgekommen. Oh, hey. Da unten steht auch wieder so ein Wächterhain. Achso, das ist der, den wo ich vorher... Ja, ja, okay, verstehe schon. Okay. Hat man mir da geradeaus auch gegangen? Ja, war da gegangen, okay. Da unten gibt's auf alle Fälle... Holy shit. Da müssen wir auf alle Fälle nur mal hinschauen. Da unten kriecht irgendwas im Wasser umeinander. Okay. Miese Nummer. Kathi, habe ich dir, grüß dich gut. Wie läuft's dir jetzt? Ich kann eigentlich... Oh, leck. Ich kann eigentlich bisher nicht gelungen. Es ist an manchen Stellen sehr knackig. Aber ansonsten geiles DLC bisher. Also Optik, Atmosphäre, From Software-like, hohe Qualität. Mein, musst jetzt du daher... Den hast du irgendwie friedlich lösen können, oder? Die hat ja jede Waffen staggert, was die Gegner haben, das ist irre. Du kannst mir jetzt gerade mal ganz kreuzweise direkt am Arsch legen. So, wo ich... Jetzt, Moment. Wo ist denn der jetzt? Okay.
Ja, weil wir werden da aufhören müssen. Da kommt, führt, glaube ich, auch ein Weg nicht dran vorbei. Warum HANDN in dem Spiel eigentlich alle so dermaßen fieder und gewalttätig? Das ist eine gute Kann man Frage. das nicht friedlich lösen? Ich schau gleich. Warum muss jeder Waffen haben, die mich staggert? Oh, Dampfe, habe Dere, merci dir für deinen Resub im 17. Monat. Warum haben in dem Spiel eigentlich alle so dermaßen zwider und gewalttätig? Ich wollte gerade, ich hab's angeboten, dass wir das friedlich lösen, aber nein, der zintige Idiot mit seiner Riesenaxt sagt sich, nope, ich schieß die so über den Haufen. Und habe Dere, ich hoffe, dir geht's gut. So. Du hast nicht nur Diplomatie geskillt, wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Richtig. Der Punkt Diplomatie wurde nicht geskillt. Ja, okay, ich sag schon, das wird nicht so einfach. Gewisse Gegner, es haben vereinzelt Gegner dabei, wo die einfach erst einmal gnadenlos überrumpeln. Weil entweder Waffen, die extrem staggert, die wo die aus dem Gleichgewicht haut, oder die wo es auch ein Damage machen. Aber wie gesagt, das sind vereinzelte Gegner, es ist jetzt nicht jeder Gegner. Wie der Vollmongo dahinter, der wo da so mit seinem Riesending da rumgeht, das ist zum Beispiel der Sicherner. Der übertreibt es wieder maßlos. Das ist ein Vogel, ja, das ist der Wix, das ist der typische From Software Wix-Vogel, die einfach nur da sind, um abzufangen. Obwohl ich aber mittlerweile. Ich sehe gleich gerade, mein Pferdteil natürlich auch nicht rufen, gell? Achso, und dann kommst du noch. Aha, ja gut, okay. From Software, I know what it is. Du kannst dein Pferdteil noch nicht rufen, dass du eben den kurzen Weg nicht gehen kannst, du musst an den Vögeln vorbei. Hau drauf, Gubbel, Gubbel. Ja, genau. Hau drauf, Gubbel, Gubbel. Aufgeschlagen, nachschlagen, draufschlagen. Alles möglich. Alles, was irgendwie Schläge macht, kannst du mit dem Vogel machen. Kannst du bitte einmal runterkommen? Hallo, ich möchte dich gern rupfen. Wie war denn das? Ich bin selber noch runtergefallen. So. Jetzt waren wir wieder bei dem Kamerad da hinter, der wo. Moment einmal. Nix da. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, wenn du die auflöst, aber. Jetzt warte mal, jetzt stell mich einfach einmal diplomatisch daher. Und dann schau ich, was passiert. Weil der Ritter Kunibert, oder vielleicht ist es auch der Onkel Konrad, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der fühlt das, glaube ich, nicht so, wenn ich da in seiner Gegend umeinander tue, oder? Ja, der kommt jetzt daher, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt gehe ich aber hier mit Stiften, jetzt pass auf. Weißt du, was ich dir sag? Du kannst mir mal sowas von kreuzweise an der Popötze riechen. Ich helfe ein, schon, das sagt der, wie es ist.
Ja, jetzt probieren wir das einmal nochmal. Finde ich nicht lustig. Was hat jetzt erst. Achso, weil ich die Schädel gehabt habe, ja. Hör auf die Weg zum Bucker, du Arschloch. So. Warum einfach, wenn es warum kompliziert, wenn es einfach geht? So. Jetzt werden wir wahrscheinlich feststellen, dass da hinten gar nicht weitergeht. Bei meinem Klick ist es nämlich. Genau, also. So, ein Back. Der Regen war doch gegen die Feier. Ja, dann, WB, Mr. Cartman, ein bisschen was hast versammelt. Aber ansonsten geht's irgendwo weiter. Und ich, boah, leck, warum ist denn das? Warum ist denn das so verzweigt? Der war... Ja, das hab ich sogar überlebt. Was bist denn du jetzt? Jetzt. Kinder, merkt euch, in einem Soul-Spray in irgendein Random-Loch reinfallen, ist meistens nicht wirklich gut. Jetzt, Moment. Jetzt ganz, Freunde, ganz langsam. So, jetzt legt sein Gast zwar erst einmal hin, trinkt eine Tasse Kaffee oder von mir aus auch einen Kaba und dann macht ein frommes Gesicht jetzt erst einmal, gell? Muss mich da jetzt mal umschauen, damit nichts passiert. So. Weil der Unsympath da oben... Wie ist er denn? Da. Du Arschloch, du. Was davon? So. Klappe halt. In Hoffnung, dass mir jetzt nicht wieder irgendein Viech hochspringt. Ja, ich vermute mal, dass da hinter zu dann weitergeht. Wie jetzt mal so frech und behauptet. Wieder verehrt die Geisterasche. Ich finde es aber doch recht häufig eigentlich, oder? Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Also so gefühlt alle halbe Stunde findest du drum. Ich finde es ja lustig, dass das Spiel wenigstens so fair ist, dass man während am Takedown unhittbar ist. Ja, ja, doch. Das ist aber generell bei den From Software Spiele. Oder ich glaube auch generell in jedem Souls-like, wenn du crittest, dann hast du keine Hitbox nicht. Zumindest wüsste ich das jetzt spontan nicht, wo das nicht so war.
Ich glaube, ich will da überhaupt her. Ja, perfekt, ist eh klar. Ist eh klar. Das könnte ja auch nicht los sein, oder? Das ist da logisch. Geh weg von mir. Ich mag keine fliegen und die schauen mal ein wenig. Zupf die. Ab vom Hof. Halbe 5 ist schon wieder. Holy shit, wo geht denn die Zeit hin? Ist mich verarschen oder was? Kommt so vor, wenn wir erst eine Stunde spielen. Wir haben schon weiter dafür, gell? Fliegenschimmel, ja, herzlichen Glückwunsch. Also entweder du kommst daher oder ich komm zu dir, das kannst du jetzt auch so. Sterben, du es so namest. Na gut, dann komm ich halt zu dir. Na, geh weg von mir, los mich. Das alles im Ersteigen mache ich gleich. Das ist tatsächlich gerade eine gute Idee. Dann haben wir da alles, oder? Ach, das ist jetzt die Stelle, wo ich vorher gestanden bin, wo ich gesagt habe, da müssen wir auf jeden Fall auch noch hinschauen. Okay. Na gut, dann hat sich das auch erübrigt. Dann haben wir das auch abgeklappert. Perfekt. Wie viele Seelen haben wir jetzt eigentlich? 188.955, ja, das wird gerade nicht für einen Aufstieg gelangen. Aber Ort der Gnade, den darf ich tatsächlich jetzt ehrlicherweise sogar begrüßen. Muss ich ehrlich sagen. So, Ort der Gnade war jetzt an der Stelle zauberhaft. Der war absolut zauberhaft. Aber wissen wir sehen, From Software Spiele sind halt kein Wunschkonzert nicht, gell? Das musst du halt nicht mehr, wie es kommt. Wie viel Heilung haben wir noch? Nein, ja gut, okay. Können wir nur ein bisschen kompensieren, das Ganze. Oh, mein Trank habe ich verbraucht, okay. Da hängt da schon wieder so ein Skorpion-Arschloch. Okay, Berichtigung, da hängen 2. Es geht aber regulär. Moment einmal, da waren wir schon. Da unten, meine, waren wir schon. Da haben wir doch den Bogen gefunden da drinnen, right? Stimmt, wir haben jetzt Oberteil. Jetzt siehst du, ob man da hinter selbst dran. Oh, hi. Was geht bei dir so? Ich wollte jetzt schon fast fragen, bist du Freund oder Feind, aber warum, das ist die nächste blöde Frage. Kleidung des Asketen. Brauch ich nicht! Ich möchte immer noch einen Ort der Gnade haben. Aber passt, merci fürs Gespräch, habe ich die Ehre. Das ist zauberhaft. Es ist irgendwie lustig, wir haben jetzt schon 4 Geisteraschenstufen, aber erst eine vom Skaru-Baum. LOL. Leute, einfach 200.000 für einen Aufstieg.
gut, dass wir ein paar so Runen haben. Gut, jetzt machen wir schnell mal kurz ASMR einschenken. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee von der Wifi. Und dann glaube ich, wenn ich mir die Tiere da so anschaue, meine Kinder Boss kommen, wenn es mich fragt. Leute, wie taugt's euch denn? Ringer, nicht vergessen, das Einschenken ist mir wurscht. Ja, das haben wir eh schon länger nicht mehr gemacht. Das können wir jetzt tatsächlich mal wieder einzwicken. Von daher. Leute, wie taugt euch denn das Elden Ring DLC bisher? Habt's schon einen Eindruck davon? Optisch. Ja gut, vom Gameplay ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, wir haben jetzt gute 3 Stunden, nicht ganz 3 Stunden drin, 2,5 Stunden. So mein erstes Fazit ist auf alle Fälle schwerer als das Main Game. Es gibt vereinzelt Gegner, die halt ziemlich, ziemlich fordern, wie zum Beispiel der vom vorher, der Große, der Zipfel Adam da, der mit seiner Riesenkeule da oder mit seinem Riesenschwert. Aber an und für sich, vom Gameplay her, ist super flüssig und weich zum Spielen. Ich weiß nicht, wie es im Stream umkommt, aber ich glaube ähnlich. Optischer Wucht, musiktechnischer Wucht, von der Atmosphäre, sie kommt voll um. Also, es ist quasi wie das Main Game halt einfach eine absolute 12 von 10. Bisher. Und wir haben noch nicht mal einen Mainboss gesehen. Also, bisher. Das wird wahrscheinlich jetzt dann gleich kommen. Ich vermute, dass wir jetzt da in der Tier, wenn wir da durchgegangen sind, einmal ein paar Mal böse auf die Nase kriegen werden. Aber ja, das gehört halt dann dazu, gell? Jetzt mache ich da mal schnell für euch einmal Spiel aus, damit ihr da nichts hört, außer meine Stimme. Und da drücke ich einen Filter geschwind raus, damit da auch nichts passiert. Und dann machen wir mal etwas, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Nämlich ein ASMR einschenken. Bin gespannt, wie sich der bärtige Landau heute ansteht. Der ist auch schon halb das Fakt. Darf ich eine Prediction angeben? Darf ich eine Prediction abgeben? Aber ich sage schon, es taugt den der Wifi taugt es. Gut, der ist sowieso jetzt absolut Souls-influenced seit neuestem, das ist klar. An Andi taugt es auch. Sehr schön. Freut mich. Der bärtige spielt ist maximal 2 Streams und dann hat er keinen Bock mehr. Sag dir, wie es ist. Sage ich dir, wie es ist, der spielt ist maximal 2 Streams und dann ist Schluss. Ich gebe meinen Tipp ab. Einfach, weil ich ihn dafür, also, was ich halt von ihm in den vergangenen Projekten so gesehen habe, kenne ich ihn dafür zu gut. Er wird, sage ich mal, nach 2, spätestens nach 3 Streams wieder rechts rausbiegen und sagen, fick dich, ich bin raus. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass den so Gegner, die wollen halt dann auf einmal eiskalt erwischen, wie mir jetzt zum Beispiel. Ich glaube, dass er die Geduld nicht hat, dass er es durchzieht. Dass er sagt, okay, ich beiß mich da jetzt rein. Aber ich glaube eher, er wird sagen, hey, ganz ehrlich, fuck you, mach ich nicht. Kann er mir nicht vorstellen. Egal, Freunde, für alle, die neu dabei sind oder die das vielleicht noch nie gesehen haben, kleine Triggerwarnung an euch. Wer noch nicht bieseln war, der wird gleich gehen müssen. Und wer noch nicht Durst gehabt hat, der wird gleich Durst haben. Ne? Also nicht, dass jetzt hinterher Beschwerden reinflattern. Gell? Ich sag's nur gleich dazu. Also, jetzt hören wir uns die ganze Geschichte mal wieder an. Heute muss die bereits leicht angebrochene Apfelschorle herhalten. Normalerweise ist es Spezi, aber heute genehmigen wir mal eine Apfelschorle, weil warum nicht? Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Ne? Wohner Metallica bin ja oben in der Küche. Tatsächlich. Also ich habe noch den alten. Ne, das ist der. Aber ich glaube, beim nächsten Stream wird es mal wieder Zeit für ein Change-Up. Ne? Dass wir mal einen neuer hernehmen tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein guter Einwand. Ich wird nicht alt, oder? Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Aber ist mal wieder Zeit geworden. Brunzen war ich gerade, eine halbe steht auch bereit. Ja, dann bist du gesichert, darf ich mir fast sagen. Basigang, Prost auf euch. Schön, dass du hast. Schön, dass Elden Ring auch genauso gefällt wie mir. Oder hoffe ich zumindest genauso gefällt wie mir. Und das nach all der Zeit immer noch die Stange hält. Prost auf euch. Ein schöner Freitag und ein schönes Wochenende euch alle. Gut. Wifi, danke dir fürs Einschenken. Oder danke dir fürs Trinken. So muss ich sagen.
Jetzt glaube ich, bin ich dabei einmal gestärkt. Und dann können wir mal schauen, was die Geschichte hier noch für uns bereithält, für den heutigen Tag. Ne? Da haben wir Stäpplen. Schon geil, wenn du reinkommst und der Bazi für mich eingelassen heute. Der Feiner, der Habitäre. Ja, gern und merci für den Lurk. Schön, dass du bist. Jupp, bei dir ist alles fit. Gut. Freunde, sind wir bereit. Ich glaube, jetzt wird es gleich greislich. Zeigt ihr die Tiere da hinten. Gut, vorher haben wir auch durch eine riesengroße Tier durchgegangen, da ist uns offensichtlich nichts passiert. Ne? Dafür haben wir in das riesige Dafür haben wir in das riesige Gebiet da kommen müssen und jetzt schauen wir uns halt das einmal an. Ne? Also sollte man einmal einer sagen, From Software schafft optisch keine guten Spiele. Dann weiß ich es aber wirklich auch nicht. Mal gut, man sagt jetzt zwar nicht allzu viel, aber ne? Die können schon was. Da unten, da wollt ihr mein linkes Schwertspitzen nicht, das ist so ein Arschloch, ne? Da wenn der Bärtige halt, boah, da stehen 2 unter, oder? Nein. Da wenn der Bärtige an dem Druck kommt, dann kriegt er 3 Mal aufs Maul und dann war's es, glaube ich, vermute. Also ich wünsche es ihm natürlich nicht, also ich tat es ihm schon gut, dass er es durchzieht, aber wisst ihr es eh. So, und jetzt schauen wir mal, was da drin Phase ist. Ich glaube, ich mag es gar nicht wissen. Ja, natürlich, ist ein Boss. Ist ein Boss. Ja, okay. Okay, jetzt wird's kreislich. O horn-decked beast from higher sphere delivered, take root inside the tower's sculpted keepers, and perched within, we beg of thee, rise. Dance, Kavod, cleanse all and go wit. Cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's vile progeny. Hi. Göttliche Beste, tanzender Löwe. Okay, ich verstehe, warum er tanzt. Ja, okay, das wird ein Boss, der ist blind, ne? Den kenne ich nicht, den weiß ich nicht, ich weiß nicht, was er tut, ich weiß nicht, was er kann, ich weiß nicht, was er macht. Das könnte jetzt dauern. Jetzt muss ich erst mit Patterns lernen. Nein, ich rufe mir natürlich keine Hilfe, das war ja langweilig. Jetzt wird Yassi Freundsprünge machen, weil das wird jetzt dauern. Okay. Zumindest haben wir ihn schon mal probiert. Also erwischt, ne? Flash habe ich der größte Bazi. Komm, schau ich wieder mal vorbei. Ich bin schon wieder gestorben. Ja, Boss-Timing, ne? Und habe ich der größte gut. Ja, Tiasi macht jetzt, glaube ich, gerade Flickflacks durch ihre ganze Wohnung, weil sie jetzt endlich mich mal strugglen sieht, ne? Okay, der beißt 3 mit zu.
verzögert. Ich sag nix. Kämen doch 3. Macht einen Wirbel, dann kommt noch mehr Wirbel und dann haut er noch mit zu. Also ich hab gedacht, dass er zuhört. Aber es sind doch 3. Okay. Es sind doch 3. Die Frage ist, ob 2 Katanas gegen so wirkungsvoll sind. Weil ich hab, glaube ich, die Zeit nicht, dass ich... Naja, muss jetzt eine Zeit probieren, das hilft jetzt alles nichts. Aber tendenziell ist der ziemlich flink, für das, dass er so groß ist. Was? Das Problem ist, du kannst den auch fast nicht ausweichen. Ich kann ihm gerade noch nicht, also zumindest, ich sehe gerade noch keine Öffnung nicht, wo ich da durchdodgen kann. Wenn er sich so draht, ich kann auf Zeiten im Endeffekt nicht stark weg, weil sofort ja wieder ein Hit kommt. Nur mit, ja, drunter dodgen, ich weiß nicht. Aber zumindest kriege ich langsam ein paar Hits ein, das ist ja was. Ich mache ihm erstens einmal mit der Waffe fast keinen Schaden. Und zweitens einmal, auch der Gegner staggert die bei jedem Hit. Wenn du von dem getroffen wirst, wirft es die sofort aus der Haltung. Das ist ziemlich böse. Also getroffen werden ist... Oh. Und du hast Angst vor deinem Run in Lies of P. Du wirst feststellen, dass Lies of P... Ja, na, kann man so nicht sagen. Es ist schon schwer, aber es gibt... Es ist halt From Software, ne? Auch nicht OGs. Die wissen halt genau, was man machen kann, um Gegner richtig fertig zu machen. Spieler richtig fertig zu machen. Du kannst du auch nicht aufzeigen. Weil er mal überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt, Mann. Was ist das da? Wenn er die Arme erwischt, kommst du nicht mehr weg. Das ist schon... Oh, leck. Ich glaube, Doppelkatana ist da nicht so wirkungsvoll. Sag ich dir, wie es ist. Weil ich die Zeit nicht hab. Ich hab die Zeit definitiv nicht. Das ist die Frage.
Warum? Aber jetzt ist die Frage, mit was für ein Katana kämpfen wir gegen ihn? Müssen wir jetzt ein wenig durchprobieren. Lucius, danke für den Lack. Ja, das muss ich schauen, wie die Seite trifft. Ja, der erwischt die einmal und du stackst sofort. Gehst mit du schon, dann kommt der perfekte Run für den Boss. Dein Wort in Gottes Gehör. Der wirft ihn nämlich aus der Haltung gnadenlos. Kommst du weg? Das ist brutal. Das ist brutal. Der, wenn du erwischt, kommst du nicht mehr weg. Der hat sofort ein Follow-up und der one-shottet die halt dann instant. Der two-hittet mich fast. Oder was heißt fast? Der two-hittet mich. Das macht aber Schaden. Oh, aber die ist halt leider auch, ne? Du sagst, der Bürger schon ragen? Ja, spätestens da ist Schluss bei ihm. Ja, was soll ich sagen? Der ist, ja, der kann was. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie ich da stark dagegen gehen soll. Von der Rüstung her kann ich nicht stark aus. Kann ich eigentlich nicht stark was machen. Ich muss schauen, dass ich muss irgendwie schauen, dass das Timing reinkriege in den Boss. Und das ist aber gegen den nicht so einfach. Da hast du keine Chance. Der erwischt die Ohren. Oder wenn er die Arme erwischt in der Drehbewegung, du kommst da nicht mehr weg. Das ist brutal. Das ist richtig brutal. Weil er mich sofort aus der Haltung wirft. Der erwischt mich erst spät, der zweite Hit killt mich fast und der dritte tut seinen Rest. Das ist heftig. Das ist heftig. Genau. Dann macht er den Angriff da. Dann habe ich mehr Dusel als verstanden, dass ich das überlebt.
alles klar. Was? Okay, der hat alle Elemente, oder was? Aber war ein guter Try. Pass auf, ich seh gerade etwas. Ich glaube, es ist sowas gescheiter, weil dann sieht sich komplett die Bossleisten. Okay, der Typ hat der hat Blitzelement und Frostelement. Ich habe jetzt nicht auf Bossleisten geschaut, weil ich, zu be honest, mit ganz was anderem beschäftigt war. Aber ich glaube auch nicht, dass der bei 50% in die zweite Phase geht und dann halt richtig durchdreht. Er sagt ja 2 bis 3 Mal probiert hast, dann nimmt er Phantom mit, nur Frusten ist ja auch nichts. Ja, klar, natürlich, verstehe ich. Der Typ da ist aber hässlich, wird noch finster. Das ist, glaube ich, kein Typ nicht mehr. Das ist irgendwas zwischen Fehlgeburt und Missgeburt. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber der ist heftig, der ist stark. Der ist wirklich stark. Aber ich glaube, ich habe ein Zeitfenster entdeckt bei seinem bei seiner Dreier-Kombi. Er macht erst so einen Spin-Dingens und dann hast du kurz Zeit und erst dann kannst du noch mal rein. Da kommst du da tatsächlich relativ gut durch, glaube ich. Also zumindest ist mir jetzt gerade in dem Trial so gegangen. Müssen wir nur mal schauen. Ja, in Anführungszeichen unnötige Hits vermeiden. Das ist nicht so einfach gehen. So einer zum Beispiel, der müsste das eigentlich nicht sein. Ja, okay. Ich hätte da keine Geduld für, aber dir zum Zuschauen ist er frei. Das gefreut mich zum Hirn. Ja, also ich schaue mal, dass, also Frustgrenze ist jetzt noch sehr, sehr. Ich bin auch weit von der Frustgrenze entfernt und er ist ich glaube, dass er schon machbar ist. Also, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es, ich glaube, es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Es ist kein Boss in einem Soulspiel, aber er dauert halt. Video, jetzt müsst ihr mal schauen, dass ich auf Zeiten kann. Okay, vielleicht macht man von außen rum. Nicht einmal bei 50%.
Okay. Hat er die gleichen Moves wie in der ersten Phase? Also, hat er mit Blitzelement die gleichen Moves wie in der ersten Phase mit seinem Rauch oder was das ist? So mit Mimic Quick, weil die brauche ich jetzt erstmal nicht. Kommt mir schon so vor. Sylexia, danke für den Lurk. Vielen lieben Dank und grüß dich. Alles First Try war ja auch nix. Ja, natürlich. Mal sehen wir wieder Zeit, dass wir wieder richtig gefordert wird. Ich will eigentlich da nur einmal angreifen. Wenn man da auf Abstand geht, müsste es eigentlich passen, right? Okay. Ah, da kommt ja der nochmal, ja genau, okay. Jetzt geht eine Phase, oder? Ja. Ah, der ist so... Das geht über die ganze Map. Okay. Aber schon langsam... Ne, es dauert, aber ich krieg mir schon langsam dahin, wo ich ihn haben möchte. Wir brauchen da aber auf alle Fälle einen anderen Talisman. Das ist einmal absolut safe. Warte mal, wir haben doch... Ja gut, ich hätte einen Anti-Blitz-Talisman, aber leider den schwachen, der bringt... Diesmal war da eher, dass meine Heilung ein bisschen verstärkt wird. Hi Milos, grüß dich! Mit Blutung glaube ich, also... Jetzt warte mal. Der fehlt nur ein mit zuhauen dann, wenn es ist. Ja, okay. Mal schauen. Kriegen wir schon. Es ist fast perfekt gedodged. Aber wieder nur fast. Okay, tot. Wieder tot. Wieder nicht richtig dodged. Ah, der hat aber oft ein undankbares Timing, wann er angreift. Er ist entweder brutal flink unterwegs, dass er halt richtig instant quasi, er kündigt seinen Schlag gar nicht an, er kommt da vor mir einfach, oder er kündigt da schon an, aber ich krieg's timing-technisch noch nicht hin. Das habe ich, genau, das war jetzt so ein Paradeschlag, den wo ich... Ja, jetzt bin ich sehr und jetzt wieder, ja. Puh.
Ja, und das ist der erste Boss vermutlich, ne? Mehr nicht wissen, was dann sonst da auf uns wartet. Also wenn der schon schwer ist, dann möchte ich nicht wissen, wie der Endboss ist. Wenn ich überhaupt so weit komme, abgesehen. Dann kommt der Coxlet. Oh, gerade läuft's nicht. Ich glaube, mit einem Katana ist wirklich gescheiter. Also 2 Katanas ist eher suboptimal gegen den, weil ich hab die Zeit definitiv nicht, dass ich ihm so viele Hits gebe. Die Zeit habe ich nicht. Ich kann ihm nicht mit, wenn ich mit einem, also quasi nur zur Erklärung, wenn ich mit dem Doppelkatana einmal auf Zuschlagen, also einmal auf Zuhauen-Taste drücke, dann schlägt er 2 mit zu. Und die Zeit habe ich hier in dem Boss nicht. Ich kann nur einen Hit landen und muss dann irgendwie schauen, dass ich auf Seiten oder nach hinten oder nach vorn oder keine Ahnung irgendwo hinkomme. Läuft das bei alle gleich ab, also vom Weg her, oder kann man einen anderen Weg gehen und einen anderen Boss zuerst treffen? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Im Main Game kannst du teilweise Bossreihenfolge bestimmen, mehr oder weniger. Dadurch machst du es aber nicht unbedingt einfacher. Also du musst den einen oder anderen, du musst die Bosse früher oder später sowieso machen. Jetzt bin ich genau in die falsche Richtung. Den vergiss ich aber auch immer wieder, gell? Tick. Schön langsam. Ich bin so gemein. Das ist zu schlecht, was ich jetzt mache. Komm. Ja, lass mich nicht mehr aufstehen.
Ja, wie soll ich denn jetzt an den ohne kommen? Also, nach dem Phasenwechsel habe ich keinen Plan, wie ich an das Ding ankommen soll, ohne dass ich irgendeinen Damage friss. Das ist voll krass. Ich kann nicht ohne an ihm, weil er automatisch Blitze runterrennen lässt, die mir auch damagen. Heilige Scheiße, Alter. Den kannst du vergessen, der bringt mir gar nichts, weil ich keine aufeinanderfallenden Angriffe nicht habe. Ich kann jetzt maximal was ein, dass ich weniger Blitzschaden kriege, aber das wird's gerade nicht fett machen, I guess. Ja, das kann dauern, Freunde der Sonne. Ich glaube, da werden wir morgen auch noch hängen. Stellt euch mal darauf ein, dass wir jetzt bis 6 und morgen den Boss machen müssen, weil den werde ich so schnell nicht schaffen. Der wird seine Tries brauchen. Ah, warum kriege ich denn den nicht auf Ketten? Der war so gut, wenn ich den schaffe. Tot. Ja. So, bitte hey, triff mich gleich mit ein paar Leuten in Discord wegen dem Österreich-Spiel um 6 Uhr. Ich wünsche dir nur ein gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Andi, merci dir fürs Zuschauen. Ich glaube, du wirst heute nicht sonderlich viel versammeln. Oder nimmer viel versammeln, weil, wie gesagt, da werden wir heute eher nimmer vorbeikommen an dem Ding. Und ich drück dir und deine Freund und Österreich natürlich alle Daumen. Ne? Haut sie's weg, die Burschen. Da macht er das ist auch, der fängt aber anders da. Jetzt bin ich. Du kommst dann vor mir auch nicht mehr, ja, du kommst da vor mir auch nicht mehr weg von ihm, das ist das. Wenn die Arme in den Zyklus drinnen hat, wo du zwischen Reuner und Heilen bist, da kommst du nicht mehr weg, das ist brutal. Also der Boss ist schon heftig, der ist richtig stark. Also heilige Scheiße. Der ist richtig, richtig stark.
Der ist richtig stark. Kann man aber auch nicht merken, gell? Wo ist er denn da? Ja, mit dem Bluthund reißt es an eine. Glaubt, bringt mir auf lange Sicht mehr. Oder was bringt das was? Ja gut, müssen wir herausfinden. Ich kann mir's nicht merken, dass da noch einer kommt. Ja okay, das ist irrelevant, das bringt gar nichts. Wolleck, der wird schwierig, ey. Heilige Scheiße. Der wird richtig unangenehm, der Gegner. Der wird richtigst unangenehm. Da darf er mir jetzt wünschen, ich hätte ein Fernkampfbild tatsächlich. Bin ich ehrlich. Also da er einfach hinstehen und einen Tod schießen. Mehr oder minder. Soll ich keine Waffen nicht ausgehen, jetzt mich verarschen jetzt oder was? Oh, leck. Ja. Ich wollte den Boss, der mich fordert, der fordert mich. Ja, da kannst du noch Kandel vorholen, weil das wird, wie gesagt, das wird dauern. Da werden wir morgen noch eine ganze Weile zum Knabbern haben. Ja, da kommst du halt nicht mehr weg, das ist das. Boah, was treibe ich denn gegen das Gesteigere? Gegen das Gesteigere kann ich gar nichts tun. Das ist halt, der erwischt mich einmal und dann komme ich halt nicht mehr weg. Vor allem, ich erwische den teilweise nicht mal. Das ist ja das. Ich mache dem teilweise nicht mal Schaden, weil ich nicht zugekommen bin. Ich mache einen Schlag und büße das mit 50% Health.
wow. Perfekt. Weil sie ja sofort wegzieht. Ja, genau, perfekt. Ich erwische ihn nicht, das ist... Der zieht sie sofort weg von mir. Ich bin wieder in einem Zyklus drin, wo ich nicht mehr weg kann. Ja, genau. Gut. Okay, dann bist jetzt dann richtig gut drauf fürs Training. Schaut, dass kein Turnier ist, dass du alle weg... Ja, die Klasse ist jetzt gerade voller Schadenfreude sozusagen. Ich kann sie ja vergunnen. Ich komme an das Viech nicht dran. Ich komme an das Viech nicht wirklich dran. Ich weiß es nicht. Katana ist zu kurz. Die ist zu langsam. Die ist auch nicht die Waffen, weil ich nicht drauf komme. Weil es zu langsam ist. Ich muss mit dem Katana spielen, das hilft das nichts. Ich kann es einmal mit der Malenia ihrem Säbel probieren, weil die ist relativ lang. Das Nakakiba war noch länger. Ja, das ist brutal. Noch einen Angriff und muss büßen dafür. Gut. Wie soll ich denn dem ausweichen? Okay, jetzt erwischt mir das noch einmal. Ja, okay. Jetzt haben wir zumindest einmal wieder in die zweite Phase gekommen. Ich meine, zwar ist danach nicht mehr viel passiert, weil dann erwische ich ihn einfach nicht mehr, weil ich nicht mehr drankomme, aber immerhin. Ne, man muss ja auch die kleinen Dinge. So, jetzt habe ich das längste Katana überhaupt. Ne? Also nur eine längere Waffe kann ich nicht spielen. Geht nicht. Ich war 2 Stunden im Garten, Alter, da schreibt mich schon wieder die pure Epicness. Also die pure Epicness, das Mistviech ist gar nicht so einfach. Das ist richtig schwer. Alter, was kann der Boss denn alles? Der Boss, ja. Der Boss kann alles. Also der kann wirklich alles. Der hat Blitzelement, Rauch, keine Ahnung, was das ist. Eis.
Okay, ich muss dreimal ausweichen. Okay. Ja, okay. Das ist der Angriff, den ich am allerwenigsten lesen kann. Ich wenn den dodgen kann, war er brutal weggeworfen. Kriegt man nicht hin. Wie sollst du denn jetzt da was machen? Du kommst ja gar nicht hier an ihn. Okay, war perfekt, jetzt spring ich zu bald. Oh mein Gott, hey. Ich mache ihm in der zweiten Phase keinen Schaden mehr. Ich komme in der zweiten Phase nicht an das Ding ohne. Das ist brutal. Der baut ein Elementschädel, ein Elementwall auf, da wo ich nicht mehr durchkomme. Das ist brutal. Ich bin in der zweiten Phase nur mit Heilen und Ausweichen beschäftigt. Die erste Phase, okay. Ekelhaft. Geht mittlerweile halbwegs. Oder auch nicht. Gut. Oh Gott, ist das ein ekelhafter Boss. Leck mich am Arsch. Heilige Scheiße, ey. Kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so bei einem Boss gestruggelt habe. Ohne Scheiß. Normalerweise, ja, du findest schon mal eine die ersten 10 Tries irgendwann, aber der ist ja komplett von der Rolle. Wieder tot? Oder nicht? Jetzt wird die gerade grüner. Okay, die Kinder wegen gefrüht. Zellen. Früher im Phasenwechsel, wie früh möchte denn der die Phase noch wechseln? Jetzt paar ich gerade meine Arme hier und dann ist er schon in der zweiten Phase, oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. To be honest, keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Er hat eine unfassbare Range. Der beherrscht so gefühlt die ganze Arena.
Vor allem, wo hat mir jetzt das getroffen? Ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, dass mich irgendwas getroffen hätte. Ja, jetzt muss ich mich da noch mal ein wenig führen lassen, weil sonst meine ich, wird das überhaupt nichts sehen. Oh ja. Wahrscheinlich gibt es gegen den irgendeinen fiesen Trick, wenn man den ziemlich easy machen kann. Oder was heißt ziemlich easy? Der, wo ihn nicht ganz so unberechenbar macht. Da gibt es bestimmt irgendetwas. Ich bin aber auf sein Pattern auch überhaupt nicht klar. Mich wundert eigentlich eher nur, dass ich so derartig wenig Schaden mache. Mit einem Schlag. Der wirkt mich so durcheinander. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt bin ich in der Ecke, jetzt komme ich nicht mehr weg. Bist du auch mit drin, dann kommst du nicht weg. Boah, leck, Alter, wie nervig kann der Boss sein. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe ja überhaupt kein Land nicht gegen den. Ich sehe absolut kein Land gegen den Boss. Das ist brutal. Ich sehe null. Das Problem ist halt auch, weil ich nichts aushalte. Der berührt mich zweimal, bin ich fast hin. Da musst du ihn da schon fast no-hitten. So quasi. Ne? Keine Antwort nicht. Keine Antwort. Keine Antwort, wie den Boss machen soll. Gerade im Moment. Das ist auf alle Fälle da herlegen. Der ist mit einem Keks schon probiert. Das wird nicht stark interessieren. Der ist schon zintigt. Der ist far beyond zintig. Für den gibt es gar keinen Ausdruck mehr, was der ist. Keine Ahnung. Aber ich sehe kein Opening nicht, ich sehe keine Verteidigung nicht. Keine Ahnung.
Blitze machen tatsächlich wirklich Schaden. Das wird jetzt einfach einmal probieren. Warum macht er denn immer den, wenn er mich heilt? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Also entweder wird das dann heute ein ganz langer Abend oder ein kurzer, in Bezug auf den Bärtigen, meinst. Ich glaube, ja, wenn er überhaupt bis dahin kommt. Ich sag zweite Phase, wenn er kommt, spätestens dann ist Ende, weil ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier ausweichen kann, ohne dass er mich irgendwo trifft. Das Problem ist ja, zum einen der krasse Schaden, den er macht, und zum anderen, dass er mich einfach weg aus der Haltung wirft. Ich kann quasi dann nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Perfekt. Schädel aufbauen und sofort kriegen. Das ist halt brutal. Du musst die auf die Umgebung und auf... Mein Gott, die Segner doch wegkommen, warum weiche ich denn nicht aus? Oder überlebe ich das? Ja, überlebe sogar. Ich mache ihm keinen Schaden in der zweiten Phase, ganz ehrlich. Ich mache ihm in der zweiten Phase keinen Schaden. Ich komme nicht zu, es ist unmöglich. Ich weiß nicht wie, ohne Scheiß, ich weiß nicht wie ich den spielen soll, weil ich muss mich auf ihn konzentrieren und ich muss mich auf die Umgebung konzentrieren. Keine Ahnung. Ich hab keinerlei Öffnung. Ich hab kein Zeitfenster nicht, wo ich hin kann, wenn ich mal nicht treffen kann. Keine Ahnung. Das ist ja das. Der erwischt mich einmal und dann... Ja, bring mich um. Der erwischt mich einmal, der wirft mich so gewaltig aus der Haltung, dass ich nichts mehr tun kann. Und dann... Ich muss den quasi... Stand jetzt...
ohne irgendeine Mechanik zum Kennen von dem Boss, ob man den vielleicht irgendwie simpler machen kann oder keine Ahnung. Muss ihn no-hitten, weil wenn er mich erwischt, ist gar im Endeffekt. Jetzt warte mal, vielleicht, da ist doch die Tante da, die hat doch schon so blöd vor ihm geredet. Vielleicht, wenn ich die umlege, ich weiß es nicht. Ich will aber jetzt auch nicht einfach random irgendeinen NPC killen, ohne zu wissen, was das für Auswirkungen hat. Die Mucke ist epic, ja, das stimmt. Kommt wieder die zweite Phase und jetzt schaut es mir auf seinen Lebensbalken. Ich werde ihm nicht mehr recht viel Schaden machen jetzt. Die zweite Phase ist pervers. Die zweite Phase ist geistesgestört. Die ist absolut geistesgestört. Die zweite Phase, weil ich nicht mehr zubekomme. Ja, Freunde der Sonne, dann wird's aber nicht anders. Seid's mir nicht böse, aber dann werde ich mir jetzt anderweitig helfen müssen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich den angehen soll. Ehrlich nicht. Und das Ganze jetzt später. Räumen wir das Feld einmal anders darf. Warum kriege ich... Was? Hä? Ich check das nicht. Okay. Der verdrischt sogar mein Mimik und mich. Hey, jetzt hat mein Mimik einen Boss gekillt. Seht ihr das jetzt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, hat nicht Zeit, okay. Dumme Sau. Ja, ich sag nix. Der wird jetzt einmal angreifbar, was ist denn jetzt mit dir? Scheiß Mistvieh, jetzt gehst du vielleicht langsam richtig auf die Eier, ehrlich wahr. Ja, ey, das ist ja Wahnsinn. Keine Chance, deine Züge haben wir. Stirb, du Scheißvieh, ehrlich wahr. Ja, ich weiß schon, war jetzt nicht die feine Englische, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ich den Solo hätte machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich hätte diesen Boss Solo hätte legen sollen. Das ist für mich unmöglich gewesen. Und was sagt die Zeit nicht? Nein, ich hab's schon im Auge. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keinen Plan, wie ich diesen Boss hätte machen sollen. Ohne irgendwelche Infos zum haben, ob man den irgendwie abschwächen kann oder keine Ahnung. Weil das ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kriege jetzt sogar einen Helm dafür. Danke für die GGs. Ich habe es eigentlich nicht verdient, weil mit Mimik ist es halt schon deutlich einfacher, aber ganz ehrlich, Leute, sorry, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen. Ihr habt es selber gesehen, ich komme gar nicht an den Boss an. Ich komme an den Boss anders nicht. Ich komme nicht an ihm in der zweiten Phase. Der nimmt die ganze Arena für sich. Ich habe überhaupt kein Opening nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier ausweichen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan, wie ich das hätte machen sollen. Ich hab schon so viele Bosse im Soul-Genre gelegt. Aber bei dem ich bin bei dem Boss ratlos. Ich kann nichts sagen dazu, weil ich nichts weiß.
Jetzt darf mich aber trotzdem noch schnell interessieren, was die Tussi da noch zum Sagen hat. Bei uns brauchst du wirklich nicht entschuldigen, du hast unseren höchsten Respekt so oder so. Ja, trotzdem. Ich möchte sie in die Bosse eigentlich schon solo legen beim ersten Mal. Weißt du, mit Mimik, das hat einfach so einen faden Beigeschmack, aber. Irgendwie so das Gefühl, dass, wenn wir die killen, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube, dass das die gleiche Stimme war, die wo zum Boss gesprochen hat. Naja, gut, okay. Oder so nicht. An der Stelle machen wir für heute eine Pause. Ich glaube, wir haben einen ganz heftigen Eindruck von dem DLC gekriegt. Und holy shit, das DLC ist schwer. Also wenn, ohne Witz, wenn alle Bosse diese Schwierigkeit haben, wie der eben jetzt gerade, dann herzlichen Glückwunsch, dann wird das eine verdammt anstrengende Geschichte. Weil wenn die, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, vielleicht war das auch schon der dritte Boss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die chronologisch richtige Reihenfolge ist von dem DLC. Es kann sein, dass wir mir jetzt eigentlich den vorletzten Boss gemacht haben. Vielleicht war es aber auch der erste Boss. Und wenn das der erste chronologische Boss war, da möchte ich, ohne Scheiß, da kommen mit Sicherheit noch ganz andere Kaliber. Allen voran der Endboss. Und wenn der jetzt schon so schwer war, möchte ich nicht wissen, was dann noch alles kommt. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Dann wird das ein verdammt anstrengender Ritt, das DLC. Aber gut, das ist From Software typisch. Dass die DLCs bekanntermaßen einfach schwerer sind. Das ist einfach so, das ist ein Fakt, das ist in Dark Souls so gewesen, das war in Dark Souls 2 so, das war in Dark Souls 3 so und das ist in Elden Ring halt auch nicht anders. Sekiro gibt's leider kein DLC nicht, warum auch immer. Bloodborne wird auch schwerer sein. Also zumindest weiß ich es vom Zuschauen her, dass Bloodborne deutlich schwerer ist im DLC als im Main Game. Und warum ist Elden Ring dann, das ist dann natürlich auch keine Ausnahme nicht. Klar. Ihr Soulspieler seid alle Masochisten und wollt es gar nicht anders. Ja, auf gewisse Art und Weise stimmt das sogar. Aber ja, ich bekleckere mich jetzt, also bei diesem Boss habe ich mir jetzt zum Schluss hier wirklich nicht mit rumbekleckert und da habe ich eigentlich auch keine GGs oder dergleichen verdient. Weil ich hab's mit der Mimik gemacht. Ja, ich hab mir meinen Aschegeist gerufen, weil ich es ist der erste Souls-Boss, da wo ich jetzt halt nachweislich weiß, gegen den habe ich keine Antwort. Ich hab etliche tausende Bosse schon gemacht. Also halt natürlich immer mal wieder, ne? Also es sind nicht 1000 verschiedene Bosse in Souls-Spiele, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hab so viele Souls-Spiele schon gespielt und so viele Bosse schon gelegt. Mehrmals, teilweise nur wenigere Male. Und ich weiß jetzt keinen Boss, bei dem ich keine Antwort gewusst habe. Und das war jetzt einer der Bosse, wo ich sage, hey, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Von daher, der Boss ist down. Wir können uns morgen was anderes anschauen. Ist, glaube ich, so ein gewissermaßen Win-Win für beide Situationen oder für beide Seiten. Ich sehe es ein wenig mehr, ich sage ein wenig mehr. Ich brauche mich nicht nur an einem Pfleger aufhalten und muss mir einen Kopf zerbrechen, wie ich das jetzt am besten mache. Auf der anderen Seite bin ich halt für mich selber, also mein eigenes Ego stärkt das jetzt nicht gerade, was ich gerade da habe. Ne? Sage ich auch ganz ehrlich dazu, weil das kränkt meine Souls-Spieler-Ehre eigentlich schon, dass ich einen Boss zumindest beim ersten Mal, wenn ich ihm begegne, versuche allein zu machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt absolut keinen Plan, wie ich das machen soll. Die erste Phase, die ist schon Start geworden. So, das war jetzt das Problem, aber die zweite Phase, ich habe das selber gesehen, ich mache da keinen Schaden mehr. Den machen wir einfach nur mehr, wenn du stärker bist. Das geht leider nicht mehr. Wenn du den Boss einmal getötet hast, dann ist er down. Dann kommt der nicht mehr. Außer du spielst jetzt New Game Plus. Ne? Also wenn du das Spiel wieder von vorne anfängst, wieder als Safi spielst, dann ist aber der Boss auch wieder stärker. So.
Aber okay. Na gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem taugt. Auch wenn das Bossende jetzt natürlich ein wenig unrühmlich war für meine Verhältnisse. Aber ich glaube, man kann sagen, dass das Elden Ring DLC mit absoluter Sicherheit eine 11 von 10 ist. Ich glaube, darüber sind wir uns, oder eine 12 von 10. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und ich bin dann auf alle Fälle auch gespannt, wie es dann morgen weitergeht. Ne? Also morgen um 9 Uhr machen wir an der Stelle weiter, da schauen wir uns dann um. Wir werden vielleicht wieder in irgendeinen so einen grindigen Boss reinrennen. Vielleicht rennen wir in einen Boss rein, der mir besser liegt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Es gibt da Bosse, die liegen einem mehr als wie andere. Der ist mir halt jetzt unter 0 gelingen. Also da war es eher minus 10 Grad halt. So. Aber wir schauen auf alle Fälle morgen noch weiter. Okay? Dort zeigt nicht weh. Das Projekt geht auf alle Fälle weiter. Das wird uns jetzt auch dauerhaft begleiten, solange bis wir das DLC fertig haben. Und mit den anderen Projekten, mit Pokémon und mit Bloodborne geht es noch Elden Ring weiter. Aber ich glaube, das ist fein. Ich glaube, da der wir uns jetzt nicht. Da machen wir uns jetzt, glaube ich, nicht. Da schneiden wir uns, glaube ich, nicht selber ins Fleisch, wenn wir das so machen. Haben wir dabei, sehr schön. War super, vielen Dank für die grandiose Unterhaltung. Servus, pfiat euch und bis morgen. Danke dir, Carmen. Wünsche dir auch einen schönen Abend, alle miteinander. Schön, dass du da warst. Es hat mich gefreut. Wir hören und sehen uns dann morgen auf der 9 wieder. Gleicher Ort, gleiche Stelle. Oder wie sagt man da? Gleiche Welle, gleiche Stelle? Ich weiß nicht mehr. Ich schaue mal noch schnell, wer live ist. Da gibt es jetzt bestimmt den einen oder anderen. Und ich werde, wie gesagt, Social Media, wo es Elden Ring angeht, meiden. Aber wenn ich irgendwie zufällig beim Streamer sage, dass der gerade den Boss macht, den wir gerade gemacht haben, dann schaue ich schon zu, weil es mich einfach interessiert, wie die den machen. Ne? Aber das kriegen wir hin. Ich habe schon gesagt, der Mike ist live, da werden wir halt raiden. Der freut sich, den haben wir schon lange nicht mehr geradet, tatsächlich. Leute, falls irgendwer da ist, der wo mir noch nicht folgt, dort ist gern, dann hat es morgen wieder live dabei. Oder schaut auf meinen Discord-Server vorbei, da kriegt ihr alle Infos, wo es an Stream angeht, wann ich live gehe und so weiter. Das hat mich wirklich gefreut. Ansonsten hören und sehen wir uns morgen wieder. Wir raten jetzt zum Mike. Wir haben auch einen Raid-Command an der Stelle irgendwo. Den haben wir da. Genau. Da haben wir einen Raid-Command, einmal für Subs und für Non-Subs, kopiert es und fügt es gerne bei Mike ein. Der Mike meine spielt, muss ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich glaube allerdings ja. Den darf es auch auf alle Fälle folgen. Das ist der lauteste Boss-Spieler auf Twitch. Ja, er macht Musik, ist sowieso klar. Und ja, also auf alle Fälle Liebe da lassen, okay? In diesem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Freitagabend. Ich gehe jetzt ins Training, ins Tennis. Jetzt kann ich mir wirklich Oprea geben. Und falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Wochenende, okay? In diesem Sinne, nochmal merci für alles, für den ganzen Support heute. Und schön, dass du da warst. Und viel Spaß beim Mike. Auf einen schönen Abend Boss Jam, okay? In diesem Sinne, haut's euch rein und bis morgen. Pfiat euch.